Heyho zusammen und euch einen wunderschönen Tag gewünscht. Na ihr? Na sie? Alles gut bei euch? Hoffe doch mal. Und Heyho Mina. Ja, und deine Nachricht übrigens, die hatte ich vorhin schon gelesen. Also als du sie reingepackt hast in unserem Mod-Chat. Hast du jetzt wieder deine Ruhe? Ach ja. So. Aber heute werden wir auf jeden Fall ein bisschen Genshin weiterspielen. Denn für mich ist es gerade echt eine gute Gelegenheit, dass ich selber auch mal ein bisschen weiter an Genshin spielen kann. Also, ich sag mal so, für mich ist es derzeitig nicht allzu verkehrt. Und ich muss halt auch gestehen, ich weiß jetzt nicht, ob sich wirklich nochmal irgendwas in Richtung Story-technisch großartig lohnt bis zum 18., weil es sind jetzt auch nur noch 9 Tage. Davon fällt schon mal auf jeden Fall Samstag halt weg, ne? Und nächste Woche Freitag ist ja schon. Das ist ja schon nächste Woche Freitag. Da kommt ja Pokémon schon. Das heißt, heute, morgen, übermorgen, Samstag frei, Sonntag lasse ich noch auf bei mir vielleicht, weil, je nachdem. Dann haben wir 14. ist frei. 15. ist Stream. 16. mal gucken, vielleicht muss ich von den beiden Tagen auch noch einen Tag frei nehmen. Je nachdem, was halt noch anliegt. Dann haben wir 16., 17., 18. ist dann schon Pokémon. So viel ist das gar nicht mehr. So kleine Dinger kann man sich immer noch mal reinschieben. Aber jetzt so ein komplett neues Storygame anpacken, habe ich mir jetzt dann doch gesagt, na, vielleicht lieber nicht. Nutzen wir mal lieber das, was wir schon mal gemacht haben und eigentlich auch generell mal machen wollten. Klar, ich könnte auch mal so eine Runde wie Rising reinschmeißen. Ich könnte mal eine Runde Satisfactory reinschmeißen. Wäre alles kein Thema. Weil das ist jetzt nichts, wo ich sage, müssen wir permanent am Ball bleiben. Oder was man auch natürlich noch reinschmeißen kann, wäre Overwatch, ne? Kann man auch noch. Darin sollte es da nicht liegen. Für eventuell 4 Monate habe ich Ruhe. Ja, das werden wir halt sehen, ne? Wir werden sehen, wie lange es dauert. Deswegen lieber keine Zahlen nennen, Mina. Keine Zahlen nennen ist immer gut. Das habe ich aus vielen Sachen gelernt. Boah, wie viele heute God of War streamen, ne? Werd nicht mehr. Habe ich auch so Bock drauf. Schweinerei. Auch God of War. Das hätte ich sogar eingeschmissen. Das wäre mir egal. Hätte ich 2 Projekte in der Woche gehabt. Klotzt doch eh schon, ja. Und genau das ist der Punkt, wo ich sage, mach auch mal ruhiger. Deswegen niemals Zahlen nennen, Mina. Niemals. It's done when it's done. Mach ich doch. So. Gerade noch irgendwas Interessantes. Aha, warte mal. Ach so, wegen Tales of Symphonia Remastered. Ah. Am 17. Februar 23. Mit verbesserter Grafik. Also Improved Graphics and Gameplay for PS4, Xbox and Nintendo Switch. Ah, ja, okay. Alle spielen jetzt erstmal God of War, ey. Warte mal, wie viel habe ich gerade überhaupt bei mir in der Liste, die God of War spielen? 1, 2. Die machen was anderes. Wow. 3, 4, 5, 6. 6 Leute spielen gerade God of War. Ne, 7. Pardon, 7. Gerade hat jemand noch Kategorie gewechselt. 7 Leute, von denen die gerade online sind, bei mir in der Liste zocken God of War. Krass. Kann ich aber verstehen. God of War ist auch geil. Kann ich nichts gegen sagen. Ich hätte auch am liebsten wieder Boy an meiner Seite.
Hätte ich kein Problem mit. Ja, ja. Ja, die meisten sind auch... Entweder sind, wenn ich halt schon vorhin so mal geguckt habe, tatsächlich Leute schon seit 0 Uhr dabei bis jetzt. Wo ich jetzt sage, krass, bis dato 16 Stunden Stream läuft. Ja, es gab natürlich auch Konsorten, die schon vorher gespielt haben, aber nicht hätten dürfen. Gab es natürlich auch schon wieder. Also, ne? Von daher, mich wundert nichts mehr. Also wirklich nichts. Und dann beschweren sie sich am besten noch, wenn sie schon vor 0 Uhr angefangen haben und keinerlei Rechte hatten, dann beschweren sie sich noch, warum sie einen Strike bekommen. Ja, selber schuld. Habe ich gar keinen Erbarmen mehr mit. Ich sag immer, Strikes sind echt beschissen, aber wenn gesagt wird, ey, nicht vor der Zeit, dann hat sich da auch jeder dran zu halten. Und nicht ein paar Snowflakes, die meinen, ach, ich kann das ja trotzdem machen. Gibt halt immer Spezies. So. Meine Männer sind Hälfte an Stream und haben gestern God of War gespielt. Ragnarök oder generell God of War? Weil es gab natürlich auch Leute, die hatten die Erlaubnis dazu, ne? Darf man nicht vergessen. Aber. Und jetzt kommt da das dicke Aber. Nicht jeder darf es. Ragnarök, okay. Das ist halt das Ding, ne? Und da habe ich ganz ehrlich auch kein schlechtes Gewissen, dann zu sagen, ja, gerechtfertigter Strike. Weil was andere nicht dürfen und du keine Erlaubnis zu hast, selber schuld. Wenn du dann dafür einkassierst. Als Streamer ist es deine Pflicht, sich über Sachen zu informieren. Da ist nicht einfach nur, ach, ich mach, was ich will. Nein, nein, nein. So läuft das nicht. Als Streamer musst du ganz schön viel wissen. Vor allem auch, was die ganzen, ich sage jetzt mal abgekürzt, die ganzen AGBs angeht halt, ne? Was du tun darfst, was du nicht tun darfst, worauf du achten solltest. Und auch was was Spielefirmen-Sachen angeht. Weil es ist ja genauso wie mit Persona. Ich darf das Spiel spielen, aber ich darf das Ende nicht zeigen. Zeige ich das, setze ich mich der Gefahr aus, dass ich einen Strike kassiere. Dementsprechend auch zu Recht. Also sage ich mir von vornherein, ich will nicht einfach nur spielen und dann zum Ende aufhören müssen. Dann spiele ich es ja gar nicht. Es ist für mich die Konsequenz daraus. Fertig. Sollte Persona 5 irgendwann komplett erlaubt sein. Ich bin einer der Ersten, der instant mir das Spiel holt. Obwohl, für PC werde ich es mir trotzdem vielleicht eh noch holen, so für mich privat, aber halt dann nicht on-stream. Weil ich will auf jeden Fall mal die Royal haben. Weil das Schöne ist nämlich bei Persona 5 an der Royal Edition, erstens, für Stream wäre sie unglaublich gut. Das Schöne ist halt wirklich, für viele wäre es nämlich das Gute, es ist auf Deutsch. Bei Persona 5 ist rein auf Englisch. Bei mir ist es genau umgekehrt, Mina. Ich mag meine Stimme absolut nicht zu hören. Ich mag meine Stimme absolut nicht. Also auf Aufnahmen. So, okay, ja, kein Problem. Aber auf Aufnahmen, boah, nee, kann ich mir nicht anhören, meine eigene Stimme. Ich weiß nicht wieso. Ich mag meine eigene Stimme auf Aufnahmen absolut nicht. Das ist so, bah, nee, geh weg. Einfach, bah. Das ist halt einfach, nee, danke. So, aber ich starte noch gleich mal mit Genshin, weil Déjà-vu haben wir ja hinter uns. Gott sei Dank, 4 Stunden Déjà-vu.
Aber war ein cooles Déjà-vu. Auch wenn es lang war. Aber es war ein cooles Déjà-vu. Dann können wir da nämlich auch gleich wieder neu reinstarten. In eine neue Quest. Hoffentlich kein Déjà-vu mehr. Kann ich nämlich irgendwie darauf verzichten, auf noch ein Déjà-vu. Aber ich glaube, es hat sich ausgedéjà-vut. Also, hoffe ich. Wenn nicht, haben wir erneutes Déjà-vu. Und wir wissen jetzt immerhin, was Catherine ist. Das ist schon mal ein sehr schönes Net to know. Déjà-vu, die zweite Incoming. Nee, lass mal. Lass mal sein. Nein, danke. Da. Nee. Einfach nein. Absolut nein. So. Aber. Genshin. Launcher kann man schon mal starten. Aber Chefchen, aber nein. Nix Déjà-vu. Oh, ich sollte mir aber noch was zu trinken holen, fällt mir gerade auf. Meine Flasche ist fast leer. Das mache ich auf jeden Fall gleich mal. Ich trinke die nochmal schnell aus. Und dann hole ich mir erstmal was Neues zu trinken. Weil Trinki ist wichtig. So, und mein Schälchen mit, wo Quarkspeise drin war, kann ich auch mal wegpacken. So, bin sofort wieder da. Ach, da bin ich schon wieder. Es geht ja immer sehr schnell. Das ist das Schöne. Und ich muss unbedingt das nächste Mal beim Einkaufen Leergut wegbringen. Ich habe, glaube ich, wieder ein paar Flaschen angesammelt. So. Dann. Controller brauche ich ja nicht. Aber eine Sache kann ich noch mal ganz fix machen. Tägliche Eintragung über Internet. Dann kriege ich nämlich noch mal ein paar Kristalle. So. Dann. Und dann. Dieser Film, ne? Ey Mann, wo ist mein Auto? So, aber eins kann ich sagen, ne? Ich habe jetzt angefangen Bleach zu gucken. Holy, ist das brutal gemacht teilweise, aber richtig gut. Richtig nice. So. Stoppen wir schon mal die Musik. Schalte ich schon mal kurz auf. Hallo, darf ich? Darf ich nicht? Danke. Och, Genshin. Sei doch mal nicht so. Lass mich doch mal mein Fenster nach vorne holen. Danke. Oh, sag mal. Brauchst du nicht in meinen Vordergrund drängen, Genshin? Danke. Gerade dreimal hintereinander. Aber jetzt ist einmal gut hier. Mia, das brauchst du mir nicht aufschreiben. Trotzdem lieber, aber das brauchst du mir nicht aufschreiben, das weißt du. Ich sehe es ja. Ich sehe ja den Berg an Pfandflaschen. Also, ich muss sie nur in Taschen räumen und mitnehmen, das ist alles. Ich habe halt echt wieder viele Pfandflaschen angehäuft. Holy shit. Muss halt nur wieder in Säcke packen. So, dann gehen wir hier schon mal rüber. Dann sollte rein der Theorie auch. Ja, geht doch, seid doch. Aber Chat, noch 9 Tage, dann spielen wir Pokémon. Und leider wurde ich ja schon gespoilert. Ich kenne die letzten Entwicklungen von 2 Startern, noch ein paar Entwicklungen, neue Pokémon. Die wurden halt
gestern noch alle geleakt und oh, ich hätte kotzen können, als ich das gesehen habe. Ich habe mir extra alles markiert mit Leaks zu Pokémon und so, dass es mir nicht angezeigt wird. Weil du kannst ja diverse Hashtags, Wörter und so, ne? Kannst ja blacklisten. Aber dann gibt es natürlich Spezies, die es nicht markieren. Und das auch direkt unter dem offiziellen Pokémon-Channel mit dem Video zum neuen Trailer. Und die waren ja halt nicht im Trailer zu sehen. Oder beziehungsweise das war alles nicht im Trailer zu sehen. Sondern waren Leaks für einen potenziellen nächsten Trailer. Oder, also, falls noch einer kommen sollte. Das hat mich so geärgert gestern, ne? Das hat mich so geärgert. Weil jetzt kenne ich halt die letzten beiden Entwicklungen von 2 Startern. Dankeschön, Mina. Das Knuddeln kann ich gerade gut gebrauchen. Nee, aber es hat mich gestern echt abgefuckt. Deswegen habe ich euch dazu auch nichts in den Channel gestellt. Bezüglich Leaks oder so, weil das muss nicht sein. Ich packe ja nur rein, was offiziell von den Trailern gezeigt wurde. Leaks oder so packe ich ja nicht in den Discord. Weil muss nicht sein. Genau, hier war ich ja mit Tinari. Ich hatte ja noch ein bisschen privat so. Kann ich ja mal kurz zeigen. Erkundet so ein bisschen die Map erweitert, damit wir mal sehen, wo was so ist. Oh, eine heiße Schoki würde ich instant nehmen. Instant. Hier fehlt noch ein kleines bisschen. Da war ich noch nicht da. Das ist wahrscheinlich wieder storybedingt. Dass ich mir das da freischalte. Und hier unten fehlt noch. Aber hier bin ich mal so ein bisschen durchgelaufen bis hierhin. Damit wir wenigstens schon mal einen Teil der Map haben, ne? Damit wir sehen, wo was ist. Und ich muss sagen, das hier sieht extremst gut aus. Richtig schön gestaltet. Das werden wir auch noch sehen. Aber wie gesagt, eine heiße Tasse Schoki. Instant bin ich voll für. Da braucht man mich nicht zweimal fragen. So. Dann dürfen wir jetzt einmal hier hin. Obwohl, kann ich auch gleich nochmal zur Abenteuergilde gehen. Das Problem ist, ne, weil ich ja das gesehen habe, jetzt fällt mir sogar die Entscheidung noch schwerer. Bezüglich Starter und so. Das ist halt richtig schlimm. Das war vorher schon scheiße. So. Hi, Catherine. Do you have any commissions for us today? Commissions, huh? Let me think. Oh, how about Ich wünschte, ich hätte es nicht gesehen. Einfach so Blitzdingsen. Academic symposium this afternoon and recite a love poem on stage. Zur Akademie? Tragt während der Berichterstattung ein Liebesgedicht auf der Bühne vor. Ohne Sahne. Mit Mini-Marshmallow gerne, aber ohne Sahne bitte. Ich bin nicht der große Sahne-Fan. Wait, say what now? And if possible, please also use your camera to capture the reaction of the audience upon finishing the poem. Aha. Aha. Huh? What kind of commission is that? Warum sollen wir ein Liebesgedicht vortragen? Help. Selbst im Gedanken ist mir das peinlich und die Reaktion des Publikums wird sehr stark ausfallen. Ah komm, wir sind cocky. I see. It appears that you're not interested in this commission. Ja, danke. Bin ich auch nicht für. In that case,
please go to Port Ormos and convince the Eremites there to spend some time volunteering at the local orphanage. Damit komme ich schon eher klar. Hey, that's not any better. Och Mann. Naja, wir haben zur Auswahl. Wir handeln uns an eine Trapp-Prügelein oder Söldner und Kinderheim passen ganz und gar nicht zusammen. Aber wir können den aufs Maul hauen. I'm sure the mercenaries will have some interesting reactions as well. Ach, no shit, Catherine. Paimon's gotta ask, just who exactly has been submitting these commissions to the Adventurers Guild? Oh, the commissioner? Well, actually, I just wanted to see the two of you in action. Du bist gar nicht Catherine, oder? Was it so obvious? I was hoping you would actually take one of those commissions. That kind of chance to observe humans doesn't come by often. Nahida, du bist so eine blöde Kuh. Aber ich find's lustig. So it's Nahida. Paimon just knew Catherine wouldn't crack those kinds of jokes. When did you get into her head? From when she said, Ad Astra Abyssosk? Zu den Sternen und Abgründen. So it's been you this whole time? Are you done resting up, Nahida? Yes. I've been sleeping ever since we parted ways, and I even had a really long dream. Aha. Heißt das, dass Akasha die Träume der Götter nicht wegnehmen kann? Oder was hast du geträumt? Ja, ich will wissen, was sie geträumt hat. It was another dream about the Subzerus festival, except it was a happy one. Oh, schön. In my dream, I was sitting in the middle of a flower terrace, and everyone in Sumeru City was holding hands as they danced in circles around me. They danced round and round, and everyone looked really happy. Aww. I also got to sit on a gigantic flower carriage. Ferris, the Knight of Flowers, raised me really high above the ground, and I was throwing an endless amount of Yalda candies at the children. Erinnere mich gerade so ein bisschen an Karneval wieder. You know, Nahida, maybe your dream is how the Subzerus festival really should be. It's meant to be a joyous time where everyone gets together to celebrate your birthday. Ja. Huh? Wasn't I describing a really happy dream? Dankeschön. Why are you both looking at me like that? Wait, could this be an example of the emotion known as pity? No, we aren't pitying you. That would only make everything worse. We just don't want you to feel too sad. By the way, have you had a chance to visit Dunyarzad? How's she doing? The Homianis haven't allowed any visitors after the festival, so we haven't been able to check on her. Yes, I paid her a visit right after I woke up. She was resting at the time. Her condition is stabilized. However, since Elazar is a manifestation of the withering on the human body, we can only cure it by finding a way to take care of Irminsul's own withering. Ja, dann müssen wir uns darum doch kümmern. Klingt doch nach einem schönen Auftrag für uns. Also von daher. Our top focus should still be figuring out what the sages are up to and what they're planning. Right. Who knows what'll happen if they manage to pull off another scheme like the Samsara of the Subzerus festival. So our first priority should be investigating and putting a stop to the sages' activities. As for how we should pull that off, let's discuss it somewhere else. There are too many adventurers around here. Ja, nicht, dass uns noch irgendwer in die Quere kommt. Oh, good point. Sorry, adventurers. We're gonna be borrowing Catherine for a little while. Luftschlösser, Illusion und Betrug. So, bevor ich irgendwas mache, wechsle ich mal kurz meine Truppe. Denn Tinari wird wieder ausgewechselt. All is accounted for. Let's move. So. Ach ja, ich kann hier gleich nochmal Lucky machen. Einmal Daily einsammeln.
Und was haben wir hier noch? Ach, kann ich noch einmal abholen. Nice. Aktionsdetails. Ah, das neue wurde jetzt noch. Die 3 Prüfungsherausforderungen für die zufällige Prüfung werden zufällig generiert. Ah. Das kann ich jetzt auch noch machen. Wie lange geht das eigentlich noch? Ah, noch 11 Tage. Ja, dann easy. Okay. Apropos. Ah, 158, dein Ernst? 158 für 160, da brauche ich wieder ein neues. Naja, geh mal hier hin. Let's continue our chat here. Okay, so do you have any ideas on how we can investigate the sages, Nahida? Actually, I've already done a little bit of work on that. But for now, I want to hear your thoughts. Aha. Kannst du direkt den Körper der Schlüsselperson besetzen? Wie wäre es, wenn du den Körper eines Studenten besetzt und dich in das Büro der Weisen einschleichst? Oder wie wäre es, wenn wir uns einen Weisen schnappen und ihn verhören? Das ist zu auffällig. Den Körper einer Schlüsselperson? Ja, wäre interessant. Oder wie wäre es, wenn du den Körper eines Studenten besetzt und dich dann in das Büro der Weisen einschleichst? Also an sich wäre eine Schlüsselperson besetzen die klügste Wahl, weil am unauffälligsten. Würde ein Student sich einfach ins Büro schleichen, ist auch ein bisschen auffällig, weil normalerweise sollen die da ja wahrscheinlich nicht rein. Und ein Waisenschnappen ist das auffälligste, deswegen frage ich mal das hier. I've already tried that, but all the key members of the Academia, even the core 30 guards, intentionally avoid wearing their Akasha terminals. Oh, okay. Interessant, nett zu wissen. It seems that from the very beginning, they've been guarding against info leaks from the Akasha. Of course, it could also be because they're wary of me. Ja, wahrscheinlich. Have you already caught the sage's attention? I'm guessing not yet, but distrusting me would make perfect sense if they've ever paid attention to the urban legends about me. In any case, I probably can't take over their minds directly. Wie wäre es, wenn du den Körper eines Studenten besetzt und dich in das Büro der Weisen einschleißt? No way, that's too risky. Sag ich ja. You mean it'd be too easy to get caught? No, it's not that. We shouldn't involve innocent students in this. A single mistake could completely ruin their lives. Ja, da ist was dran. Doing that would be ignoring the safety of my people for my own selfish goals. How is that any different from what the sages are doing? Ja, die kann wirklich nicht die Mittel heiligen, wenn wir dafür jemanden... Obwohl, wenn wir damit eventuell die Welt retten, dann wäre es schon gerechtfertigt, aber trotzdem würde jemand darunter leiden. That's a good point. Spoken like the god of Sumeru. Also, auch eher weniger. Dann, wie wäre es, wenn wir uns einen Weisen schnappen und ihn verhören? We're in the dark as of now. Since we still don't know anything about their goals, any rash move could tip them off and lead to terrible consequences. Ja. After all, every person in Sumeru City is one of their hostages. Mir fällt nichts anderes ein. Are we really out of ideas? Kann ich da nicht einfach reinjumpen und alle niedermachen? Wäre auch eine Möglichkeit. Nahida, you're super smart, so you already have something in mind, right? Don't keep us in suspense. Spill the beans already. According to a popular theory from the Vahumana Darshan of the Academia, rejecting impractical motions at the beginning of a planning session will give more weight to the actual proposal. Aha. Okay, but aren't you the god of wisdom? You don't have to use that kind of gimmick to make us take your ideas seriously. Well, I've been thinking that if I can't directly possess the leaders, and if I can't get ordinary people involved, then I should find someone who's already involved, but hasn't decided to side with the sages. Oh, ja.
Das stimmt. You're saying we should recruit a spy? That does sound like it could work. Ja, ist natürlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden, weil wenn jemand noch zwischen den Angeln steht und dann, ja, ich sage mal, einer vielleicht aus der Gruppe der Weisen kommt und ein schönes Angebot macht und dann unsere Pläne verrät, ja, hat natürlich auch seine Risiken. Oh, before coming back, we met someone named Heyho. He seems like he acts alone, and he likes doing stuff behind the academia's back. They probably aren't in cahoots. Wer weiß. Actually, I already have someone in mind. Do you still remember that female scholar named Sataria? Ja? Nein. Sataria. Paimon remembers now. Ah, doch die. Is she the one who's always trailing behind the grand sage of the academia? Jetzt weiß ich wieder, wer das war. We ran into her basically every time the Sumeru's festival repeated itself. You could even say we're old enemies by now. Paimon still remembers the smug and mean way she always spoke to Nilu. I've always liked observing all kinds of people, and Sataria has always stood out from the crowd. Aha, sie ist was Besonderes? Okay. She was born in the desert and was hailed as their greatest genius. Her academic gifts allowed her special admission into the academia, and also gave her the opportunity to serve as the sage's assistant. Oh, okay. Oh, Paimon didn't know she was from the desert. She must be pretty special then. Paimon feels like most of the desert dwellers around the city are working as mercenaries. Naja, nicht alle, ne? The name Sataria means star. When she lived in the desert, she shone like the brightest star in the night sky. Aww. Later on, she was chosen by the sun. The star was given a place in the daytime sky to complement the sun's dazzling light. Soon after, the star witnessed the sun scorching the earth, which brought forth many disasters. The star began to waver. Instead of staying beside such a sun, wouldn't it be better to return and light up part of the night sky? But in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. To cope with her shame, the star buried her guilt and closed her eyes. Also müssten wir nur, ja, so wie das klingt, ihr vielleicht ein schlechtes Gewissen machen? Das ist kein einfacher Vergleich. Das sind Satarias richtige Gedanken, nicht wahr? From the sound of it, Sataria's just hung up on the research opportunities here. But she doesn't really support the academia. She still feels guilty about not doing more for the desert, right? She's just running away from her problems. Indeed. When they are presented with complex moral issues, many people will simply plug their ears and go with the flow until the problem can't be fixed anymore. She's suppressing a lot of guilt, but before she realized it, she had already become the sage's accomplice. She can't deny her part in their schemes anymore. Dann ist sie halt wirklich eigentlich die perfekte Kandidatin dafür. Weil wenn die Schuldgefühle sie halt plagen, weil sie halt eigentlich nur für Wissen und so da einsteht und gegen die Machenschaften ist, ja, dann wäre sie halt echt gut dafür. Right. We must somehow make her face her problems again. That way, not only can we get useful intel from her, but she can also use it as an opportunity to redeem herself. Oh ja, ja, doch, ja, könnte sogar wirklich sein. Also ich hoffe natürlich, dass es dann nicht irgendwie rauskommt und sie dadurch auch noch größere Probleme vielleicht bekommt, aber sie kann vielleicht ein bisschen aushelfen, damit die schlechten Taten wieder gut gemacht werden. From my past observations, Sataria will take a day off from the academia every 10 days to do some shopping in the city. Tomorrow afternoon just happens to be a shopping day for her. That'll be our chance. Na denn. To prepare, let's go check out some of her favorite spots
and have a quick chat with a few of the vendors Alles there. klar, Mina. Was steht da eigentlich? Ach, wait, das ist einfach nur ein Board, wo wir wieder gucken können. Ah, nee. Tageslicht, das mit dem... Was Tageslicht, das mit dem Tageslichtwechsel macht. Man kann von der Brücke den Rücken des Leuchtturms vor der Arbeit fliehend sehen. Das... Was ist das? Ein Rätsel? Oder handelt es sich um Sprichwörter? Tageslicht, das mit dem nächsten Tageslicht-Schichtwechsel macht. Vor der Arbeit fliehend. Oh. Okay, das löst sogar noch was aus. Ist das nicht der Reisende? Interessiert ihr euch auch für das Rätsel von Herrn Drusus? Ist das wirklich ein Rätsel? Das Rätsel hat sich ein Gelehrter der Akademie ausgedacht, Herr Drusus. Oder Drussus. Soweit ich weiß, gilt dieser Herr in der Akademie auch als Sonderling. Er liebt es, mit anderen über Rätsel zu spekulieren und die verschiedensten Verschlüsselungsmethoden zu studieren. Aber viele seiner Rätsel waren zu seltsam, deshalb wollten auch nicht viele Leute mit ihm sprechen. Deshalb hat er sich dieses Preisrätsel ausgedacht. Kurz gesagt enthält dieses Rätsel Hinweise zu Schatzzonen. Wenn du zur richtigen Zeit auf dem richtigen Weg an einen bestimmten Ort kommst, bekommst du einen Schatz. Oh verdammt, das erinnert mich an diesen Autor. Es gab einen Autor, der hat ein Buch geschrieben, unter anderem mit Bildern durch verschiedene Städte in Amerika. Also in den USA. Wo du dadurch Hinweise herausfinden konntest, wo genau mit Text und Bild ein kleiner Schatz vergraben ist. Wo du dann dafür so einen Edelstein bekommen hast. Und eine kleine Schatulle. Interessant. Vielleicht ist ja das auch so ähnlich gedacht hier. Herr Drussus sagte auch, dass sich diese Schatzzonen alle in Sumeru befinden. Aber wie du siehst, hat es bisher noch kein Abenteurer geschafft, das Rätsel zu lösen. Wenn es euch interessiert, könnt ihr es auch versuchen. Aber aus meiner Sicht solltet ihr lieber etwas Vernünftiges tun. Naja, doch was Vernünftiges. Sammle Informationen anhand von Nahidas Befehl. Jo, machen wir. Machen wir erstmal unsere Quest weiter, bevor wir uns dem Rätsel da überhaupt mal zugeben. Oder hingeben vielmehr. This should be Sataria's favorite fortune-telling spot. So should we ask the fortune teller about Sataria? No, I already have enough information on Sataria. The most important thing now is for you to pay attention to the vendor's talking style and key characteristics. Oh Gott. Okay. Talking style and key characteristics? My poor lost lambs. Have you become troubled over your fates? The divine voice of wisdom often echoes between mine ears. If thou be blessed today by the gods, I may be able to show you the way. Huh? Really? Nahida, you've been whispering things to her? Shh. My friend here has some doubts regarding his future. Can we get a fortune reading for him? Of course, of course. In that case... It would seem that Harut and Marut are quite wary of you. Perhaps, at some time in the past, you have somehow offended the gods. Only mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. Do those count? Dem Gott des Windes übel nachreden, sich am Essen des Gottes des Gesteins zu vergreifen, gegen die Göttin der Blitze kämpfen. Sehen solche Dinge? Nein. Oh, nothing. Go on, pick an aspect for her to divine. Ich möchte eine Weissagung zu meiner Gesundheit. Oh, gib mir mal eine Weissagung zu meinem Liebesleben.
Love prospects? No problem at all. The gods have spoken. The truth shall be revealed. One who is fated to cross your path will appear on... Huh? So many people will fall for you. How could that be? Oh, wait. Okay. Harut, Marut, did you two spoil my divination? I've never read a fortune so absurd. Meow? Actually, Paimon thinks this is probably the most accurate fortune-telling you've ever done. I admit that the orientation of today's celestial matrix is suboptimal. As such, there will be no charge. Is that so? Well, that can't be helped. If you were to bring some food offerings for Harut and Marut on your next visit, perhaps they could help you reverse the wheels of fate. Was ist das eigentlich für eine große schwarze Katze, Alter? Halb so groß wie das Kind. Wow. Die ist echt nicht klein. Zumindest größer als die meisten Katzen. Achso, ich soll mit dir jetzt reden. Aber das war tatsächlich gerade sogar ein bisschen interessant, die Aussage. Is this another one of Sataria's favorite stalls? Yep, it belongs to a king. His father helped Sataria a lot when she first moved to Sumeru City, so she still comes by whenever she has time. When I start talking with him, listen carefully to the details of our conversation. Ah, dear customers, would you like to look at some pottery? We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to take a look. Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the Adventurers Guild? Sounds like I'm in for some big business. Ach ja, die alte mit Gohan-Frisur. Speaking of, where did you learn this trade? I suppose you could say it all started with my dad. Okay. He's a mason by trade, but I picked up an interest in clay while apprenticing for him. Oh, nett. After that, I began making pottery by myself in secret, and I simply changed trades when my works turned out well. Although it's a pity that I'm no longer making much use of the knowledge provided to me by the Akasha. WB Mina. That's nice. You're making a living doing something you love. So is your father still working as a mason? Oh no, not anymore. A few years back, he fell from a roof and broke his leg. Since he had already saved enough mora over all these years, he's just enjoying the retired life in Port Ormos nowadays. Dann hoffe ich mal, dass es ihm besser geht. I see. We wish him peace and happiness in his retirement. I'll have someone in charge of logistics at the guild come by another day for some goods. We'll leave you to it. Take care now. No problem. Rest easy, all our goods are sure to meet your every need. Good to know. So, dann haben wir hier noch jemanden. This should be our final stop. Sataria's always thinking of this restaurant when she's working at the academia, so she always comes by whenever she's out in the city. Nahida, you've really thought of everything. It's my duty to protect Sumeru's citizens, after all. Hey, Hot Ray. Na du, alles gut bei dir? Oder steckt der Magnet schon im Kopf? Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Für den Fall der Fälle. Auf Werkseinstellung zurücksetzen. Huh? Sorry, I don't quite remember. If I recall, you were having a discussion with someone about shipbuilding at the time. Ah, that's right! I've always been really interested in feats of marine engineering. Oh.
After all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood staring at the ships going in and out of the port. I came to Sumeru to study, but failed to make it into the academia due to my lack of talent. Zurzeit knackt nur der Rücken wegen dem fehlenden Stuhl. Ah. Ja. Ich sage mal so. Ein beschissener Stuhlverein oder ein nicht vorhandener Stuhl, weil irgendwas kaputt ist oder generell kein Stuhl dafür gerade da ist, kann echt beschissen sein. Fühle ich. Selbst mit Stuhl kann ich da ein Lied von singen mit Rücken. But I'm still discussing all kinds of problems with different scholars. And I'm continuing to study and perform research from the restaurant's basement. I'm sure I'll get into the academia after their next round of exams. Also ich fühle mit dir, will ich damit sagen. What an admirable spirit for learning. Amazing. Sure, but you'll find hardworking people wherever you go. Bin deswegen gleich beim Lurk, weil ich mich auf die Couch begebe. Yo, mach das. Auf der Couch ist es bequemer. Auf jeden Fall. So this restaurant has a basement as well? Huh. First I've heard of it. Wenn du das vielleicht noch so nebenbei mal hörst, hast du dir denn schon einen Stuhl ausgesucht? Was du dir für einen holst? Also, falls du es gerade noch hörst. That's right. It's not usually open to patrons. Most of the time, employees use it for breaks or to hold private events. I see. Guess that makes sense. Well, good luck with your studies, Miss Chishan. Chishan? Muss Thank you merken. so much. As long as I can make it into the academia as an official student, I'll be happy. Oh. Die ist voll lieb. So. Sprich mit Nahida. Da müssen wir wieder nach oben. Ja, Stuhl ist bestellt. Kommt hoffentlich noch diese Woche. Nächste Woche müsste ich wieder arbeiten. Dann drücke ich dir mal die Daumen. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass er noch kommt. Am besten morgen. So, was that everybody? Mm-hmm. 3 familiar faces should be enough for Sataria. Am besten morgen und dann gleich ganz früh. What's the point of all the information we've collected? Nahida, you still haven't told us how you're planning to make Sataria face her problems. Sataria is already used to avoiding her problems, so we must find a way to break through her usual sensibilities. I remember you mentioned that the Eremites in Port Ormuz are all making a fuss about the upcoming resurrection of King Deshret. Although it's all just a boatload of nonsense, the fate of her homeland may turn out to be Sataria's soft spot. Oh, Paimon gets it now! You want to take advantage of the guilt Sataria feels about her homeland. Naja, auch nicht die feinste Art, ne? Although she knows she should return home to help the people of the desert, all she's done is conspire with the sages. Null, gerade Versandmail bekommen. Trade, das hättest du mir früher sagen sollen. Hätte ich das gesagt, dann hättest du vielleicht noch früher gehabt. Guck mal, musst dir einfach Glück wünschen und sagen, der soll morgen kommen. Das nächste Mal sagst du mir gleich Bescheid, wenn du dir was bestellst, ja? Damit ich das zeitnah erwähnen kann. So, wenn wir sie im Namen des Königs Deshrets bezichtigen, wenn wir ihr im Namen des Königs Deshrets Anforderungen stellen. Ja, bezichtigen. So, how do we set that up? Well, King Deshret is long gone, and Sataria is also too smart to fall for any simple tricks. If we simply engaged her under the guise of King Deshret's believers, she would definitely be weary of us, and we may not get anywhere. But if we were to borrow some of her close acquaintances to talk with her, her reaction would probably be very different.
Früher jetzt Ansichtssache, da steht nur 11. bis 14. November. Das heißt also von Freitag bis, ja, Montag. Warte mal, 12, 13, 14, ja. Dann hoffe ich einfach mal, dass er wirklich am 11. schon da ist. Wäre ja schön, weil dann kannst du übers Wochenende alles fertig machen oder direkt dann am Freitag halt, ne? Wäre ja schön. Weil dann musst du dich darum nicht mehr kümmern. Ist ja scheiße, wenn man dann wirklich zu dem Zeitpunkt dann arbeiten muss, dann kommst du da auch nicht zu, dann hast du abends auch nicht mehr so wirklich Bock, noch einen Stuhl aufzubauen. Also, ich kenne das. Ja, sowas ist immer meh. Apropos Versand, ich hoffe, mein Pokémon kommt rechtzeitig an. Ich hoffe es. So, you mean you're going to possess those people we just talked to? Yep. Possess them through the Akasha. Imply they've already converted to the faith of King Deshret, and then convey our made-up will of King Deshret. Ah, okay. As long as everything goes smoothly, we'll get through to Sataria for sure. She'll never guess that we had anything to do with it. Das wäre natürlich noch geiler, wenn der Donnerstag kommt. Das wäre ja morgen. Deswegen hatte ich ja jetzt gesagt, ich hoffe, er kommt morgen. Aber 11. bis 14. Also, es wäre natürlich schön, wenn er morgen kommt, ne? Keine Frage. Je früher, desto besser. So that's how you're going to use all the info we collected on these people. It's so that you won't slip up and break form. Possessing them will only work if you can manage to pass off as them. Sollte der am Montag kommen, dann nehme ich mir halt eine Auszeit, um den aufzustellen. Da würden meine Kollegen Verständnis für haben und die Zeit hänge ich dann dran. Na, das ist cool, dass immer deine Kollegen dafür Verständnis haben. Oder hätten. Exactly. So, best of luck with impersonating them. Huh? Best of luck? But we don't know how to possess anyone. Ja, wollte ich gerade sagen. That's no problem at all. I'll just share all their senses with you once I've possessed them. As long as you're also wearing an Akasha terminal, the effect will basically be as if you've possessed them yourself. Okay. Huh. That is pretty convenient. But why does he have to do this? Can't you do it yourself? Ich meine, wir haben einen sitzenden Job, da ist ein passender Sitz schon wichtig. Ja, definitiv. Also auf jeden Fall. Aber trotzdem hat da ja auch nicht jeder Kollege dann Verständnis für, weil in meiner Zeit auch, ich sage mal, wo ich auch mal Praktikum im Landkreis und so hatte, ja, da hieß es dann nicht, ja, das kannst du nach deiner Arbeitszeit gefälligst machen. Oder in diversen anderen Sachen. Deswegen finde ich das sogar echt noch cool. Although I've been observing humans for a while, I've never been good at imitating them. You're not wrong. It's always been painfully obvious whenever you try to pass as Catherine. Ja, ich werde mein Bestes geben. If it was at all possible, I would have preferred to leave these people alone. But seeing how things are now, I So, jetzt aber auf der Couch. probably should Jo, just mach accept das. it and push on. Viel Spaß auf der Couch. Und ruh dich schön aus, ne? Yeah, don't beat yourself up over it. We're only doing this to help everyone, and we'll only be borrowing them for a little while anyway. Alright, then let's give it a go tomorrow afternoon. So, warte bis morgen Nachmittag, 12 bis 18 Uhr. Ach ja, noch Nachrichten vom Heyho Lab für die Daily-Eintragung. Hier war Zeit zwischen 12 und 18 Uhr. Mach mal 12:44.
So, geh zum Markt, um Nahidas Plan auszuführen. Oh, here she comes. Satori is here. Let's quietly follow her. Once she starts talking to her acquaintances, we'll find a safe spot to begin possessing them. As for how we'll sway her to our side, I'll leave that to you. I trust you'll know what to say. Das solltest du nicht tun. Paimon's starting to feel kinda nervous. Okay, let's go. Looks like they've already started talking. Let's find a hiding spot and get started. Gar nicht auffällig. Jetzt muss ich gerade an Ino denken. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a very different background and outlook. Are you still listening to me, Nabia? Oh, of course I'm listening. You were talking about troubles with your love life, right? I heard everything you said. Okay then. You just seemed a little distracted for a moment there. Naja, die Katzen bekommen es mit. Strange. Your cats seem pretty worked up. Is something wrong? I always thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? Harut und Marut. Ah, that's right. They are just little darlings, aren't they? Harut and Marut. So, which fortune do you want me to read for you today? You must have come for another echo of the divine voice of wisdom. I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly honest with you, I feel like I've been a real mess recently. Huh? A mess? Well, could you do a reading on how long it'll take me to finish my current project at work? I really just want to get it over with. Oh, also hat sie auf jeden Fall schon, deswegen, sagt schon Schuldgefühle. I hear you. No problem at all. The gods will reveal the truth. Hey, ich höre es oder ohoho? Oho. The gods are asking. Sataria, why haven't you gone home? Why haven't I gone home? Do the gods really know everything I've been thinking about? Sataria, why don't you just go home? It's a demand now instead of a question. The gods seem to be truly upset. I'm sorry. I know I failed the gods. Please pass on my most sincere apologies and ask for their divine forgiveness. And if I may ask, Nabia, is there a specific god who's speaking to you right now? What an inconsiderate and naive question. The god who is speaking to me is, of course, the wisest and mightiest of all, King Deshret. King Deshret? No wonder he would make such a demand of me. Wait a second. King Deshret passed away a long time ago. Deswegen redet sie auch zu den Geistern und Göttern. Even though news of King Deshret's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the academia. How can King Deshret still exist in real life? Die Akademie verbreitet die Gerüchte zur Auferstehung des König Deshret? What insolence! I am King Deshret's most loyal believer. Do you wish to refute his voice of wisdom? Oh, no.
As a child of the desert, I am only reveling in his power upon learning that his divine glory has touched even this city. I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry, I must go now. Wait! Naja, auch zur nächsten Person. Aber wir konnten schon was rauslocken. Das war schon relativ wichtig. Aha. Whoa. Das ist also bemerkt. She just ran off in a hurry. She looked pretty upset too. Well done. Sataria didn't seem to suspect anything amiss. To have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. Aw, Nahida, it seems like you understand human emotions really well after all. All I know are some abstract Harvard-taught theories. And in any case, my time with you has shown a lot of them to be utterly useless. I'm still trying to make sense of everything. Anyway, enough of that. Let's hurry and catch up to Sataria. Na denn? She's out of Keem's now, right on cue. Was die Seele Let's get ready verwandelt. to possess him right away. Alte mit Gohan ist wieder da. Bei der Friese muss ich immer dran denken. It's okay. I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind of work were you looking for again? Ich wäre gerne ein Maurer. Oh, right. Your old man's craft. How could I forget? Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? Er hatte sich sein Bein gebrochen. Sehr viel besser. Er kann endlich wieder alleine gehen. Oh, that's good to hear. I've been thinking a lot about him. If I could get some more time off, I'd love to pay him a visit. Da dürfen wir halt nicht Zweites andrücken. Actually, while we're talking about him, is he still living in Port Ormos? Ja. Yeah, he's been retired there for a while. If you could find the time, please write him a letter. Let him know that recently, faith in King Deshret has taken root in Port Ormos and has begun to spread across Sumeru. Ah. He has a quick temper and has always been a devout follower of the Dendro Archon. I don't want him to get into a fight with those King Deshret believers because of a difference in beliefs. Oh? So, who are you siding with in all of this? The Academia or King Deshret? Interessante Frage. I'm so jealous of you. You were born a child of the desert, yet you chose to betray King Deshret, and now you spend all your time with those crooks from the Academia. Das ist keine gute Sache, dass er das so sagt. Akeem, you don't mean you've also become a believer of King Deshret? What's so strange about becoming a believer of the wise King Deshret? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? Can't pick a side? Me? Ja, das war nicht allzu schlau. Whoa, Paimon had no idea you'd be so good at this. Obwohl, na, man hat ja immer weiter das schlechte Gewissen eingeredet und das wollen wir ja eigentlich. Also war es ja an sich nicht verkehrt. Die Geschichte vereinnahmt mich ganz schön, oder geht das ein wenig zu weit? Ah, die Geschichte. You really zeroed in on the issue and put it right in front of her. It might feel a bit overwhelming for Sataria. But once everything is over, I'll be sure to pay her a visit to her mind and explain everything. Anyway, let's keep going. Das war auf jeden Fall kürzer als das erste. Und vor allem beim ersten konnte sie halt am besten durch die Katzen halt Verdacht schöpfen. Come on, Sataria's already started talking with Shishan. So,
Shishan, have you noticed anything weird in the city lately? Like, as if someone was trying to preach to you about something? Nein, es ist Nein, in meiner Freizeit sitze ich im Keller und lerne. Nein, in meiner Freizeit sitze ich auf dem Dachboden. Oh, scheiße. Fuck. Da habe ich nicht richtig aufgepasst. Die Dinge haben hier aber keinen Keller, also würde ich ja sagen Dachboden. Wait, did you just Scheiße. say attic? I thought this place didn't have an attic. Scheiße. Also, don't you usually study in the basement? Mann, hier hat doch keiner einen Keller. In allen Gebäuden, wo ich drin war, gab es keinen Keller. Mann. Well, the restaurant recently added an attic. I've been studying there because it has better lighting. Also. Wo ist der Quicksave, wenn man ihn mal braucht? Oh, right. Speaking of strange things, I celebrated the Sub-Zerus festival so many times that I lost count. That was really weird. Wait, how could you be aware of that? That should be impossible. Nothing in the report indicated anything like that. Aha. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never deceive all of Sumeru's citizens? Okay, anscheinend ist das doch nicht so schlimm, wenn du da nicht das Richtige pickst. Okay. Shishan, don't tell me that you've converted to King Deshret as well. Zumindest bei dieser Info vielleicht nicht. What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of King Deshret. In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? You, who works side by side with the Academia and treated people as nothing more than experimental subjects? Please, please stop! Okay, das schlechte Gewissen haben wir aber trotzdem eingeredet. Even now, Satari is still trying to run from her problems. Habe ich hier zu viel Angst eingejagt? She can no longer justify everything to herself. Hey, she's trying to talk to the guards. What should we do? This is the most important part of all. Quick, get ready. Hä? Wir haben doch keine Ahnung von der Person, wie die redet. Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct? Please help me pass a message to the Matcha right away. The situation in the city is getting out of control. Aha. Please, try to remain calm, miss. Tell me what's happening in the city. Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Heretics? What kind of heresy are you talking about? King Deshret! Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. It's impossible. Miss Sataria, nothing is impossible. Trotzdem mal weiter schlechtes Gewissen anreden dürfen wir. You know my name? King Deshret is immortal, and all who defy him will one day pay the price. You must face the truth, Sataria. You tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become, and the deeper you will be ensnared. Child of King Deshret, never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise King Deshret? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of King Deshret. Alter, richtige Folter. Why haven't you gone home? It seems that no matter where I run, I only keep finding more believers of King Deshret. I have to say, this is a familiar feeling. I've also been running from my guilt this whole time. Guilt over my part in the sage's plans, and from ignoring the letters from the children of my homeland. But no matter how much I may try to ignore or get rid of it, my guilt always comes back.
Du solltest auf dein Herz hören. You won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. Besides, did you really want to conduct your research while carrying such heavy feelings of guilt? How do you know me so well? Are you truly just a believer of King Deshret? Or are you the god himself? That's not important. The important thing is to pass judgment on the academia and its sages, and to correct their mistakes. If you could provide some assistance in this matter, perhaps it could serve as a form of atonement. I've actually never believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Your appearance must be a fated opportunity for me to get out of this wretched situation. Please tell me, what can I do for you? Sehr schön. Endlich haben wir sie überredet. How much do you know about the sage's current activities? I was just one of the designers for the masked dream harvest scheme. Oh. Which is what happened around the Nur eine. Sumeru festival. Nur eine von vielen Entwicklern. Aha. But I know very little about the full scope of the overall project. I'd assume that only staff with the highest clearance would have access to those confidential documents. Okay. I've just been working to meet the Grand Sage's specified requirements. However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city, and even the sages are still quite wary of him. Interessant. Ein Verbannter, vor dem sich sogar die Weisen fürchten? To fight against the academia, Oh, we wait. will need to figure out the nature and the purpose of their work. Is there a way for us to get access to the confidential documents you mentioned? Ist es vielleicht Heyho oder wie der hieß? It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the Grand Sage, and I've been working on many tasks outside of the project. One thing, though, I won't be able to transfer the documents to you through the Akasha once I get my hands on them. The sages have always closely monitored all activities within the Akasha. Let me see. Let's use the most primitive method. Send someone to pick up the documents tomorrow evening at the Academia entrance. Ja, kein Problem, mache ich. The academia entrance. Wouldn't that be too conspicuous? Don't worry about that. I assure you, this won't be a trap. I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny for me to leave the Academia again. It'll be safest for me to distract the guards long enough to hand you the documents. All right, I trust you. Ich bin da lieber noch ein bisschen vorsichtig. So, if I were to successfully complete this task, would it mean I've atoned for my wrongdoings? Das ist halt das Ding. Vielleicht plant sie ja nichts Böses, ne? Aber vielleicht bekommt sie einer der Weisen mit. Und das könnte ein großes Problem werden. That'll depend on the judgment of the Dendro Archon. The Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the god of wisdom, she's also the one responsible for judging and guiding the scholars. Maybe it's time for me to find a god to believe in. Just as Nahida predicted, we've managed to bring Sataria to our side! The Traveler's execution was ingenious. He's the one who deserves all the praise. Well, now that we've made plans to meet again tomorrow evening, all we can do is pray for Sataria's mission to go off without a hitch. Ja, und das ist halt so das Problem, was ich irgendwie gerade zum Hinterkopf habe. Dass es halt einer von den Leuten mitbekommen könnte und alles hochgeht. Pray? But if we're going to pray to the gods, aren't we just praying to you? God of wisdom and guardian of the scholars? No. The truth is the true guardian of scholars. I've always believed that. Anyway, let's meet again tomorrow evening at the Adventurers Guild. Okay. Dann kommt der Megaboom. Das ist halt nämlich das, was ich vermute. Aber ich hoffe es halt nicht, ne? So, dann dürfen wir... Oh, warte, erstmal Errungenschaft hier abholen.
Teile die Sinnesorgane, nachdem Nahida durch Akasha den Körper anderer besetzt. Ah, okay. Ah, warte mal. Wir haben wieder genug, um uns wieder ein Kügelchen zu holen. Das mache ich nämlich lieber immer mal so, damit ich auch gleich weiß, wie viel ich habe. Dann habe ich nämlich jetzt wieder 7. 9 Tage geht das Ganze noch. Apropos 9 Tage. Jetzt kam ja das letzte raus. Nee, da würde ich nicht hin. Hier kann ich noch 180 abholen. Das heißt, es ist auch nochmal einer. Dann bin ich bei 8. Vielleicht durch Kisten finden, Sachen machen, Nebenquests, Hauptstory. Ja, könnte ich vielleicht noch schaffen, wenigstens innerhalb der 9 Tage ganz easy mindestens noch auf einen 10er-Pull zu kommen. Wäre aber Luck, wenn ich sie noch bekomme, weil mit dem nächsten 10er bin ich ja, glaube ich, erst beim 30er PT. Das ist halt schon mega Luck, wenn du mit 30% halt das schaffen könntest. Wäre halt schon sehr lucky. So, und jetzt zwischen 19 und 24 Uhr. Am nächsten Tag. Ah, mach mal so. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. So, triff dich mit Nahida. Catherine, we're here! Oh, you are the other Catherine, right? That's right. I suppose I'm the other Catherine in your mind. Dann rufe ich dich gleich bei deinem Namen, Nahida. Shh! We're on a secret mission tonight, so we need to protect Catherine's identity. Yep, Paimon's right. We cannot fully rule out the chance that the meetup tonight is just a trap. Ja, okay. Wenn sie in der Person von Catherine rumläuft, sollte ich vielleicht sie nicht Nahida nennen. Durch den Namen Nahida werden sie wahrscheinlich nicht drauf kommen, dass das der Dendro-Arkon ist, aber dennoch. Ja. Schon ein bisschen auffällig, wenn ich sie dann Nahida nenne. If something were to happen, my existence may be the only trump card we'll be able to play. After all, the academia should still be unable to confirm the existence of my consciousness in the outside world. Yep, exactly. Just what Paimon was thinking. Wieso glaube ich nicht, dass Paimon von alleine auf den Gedanken gekommen ist? Weil du recht hast. Anyway, enough about that. Let's just make sure to be on our guard. Irgendetwas stimmt hier nicht. Off? What do you feel is off? Es ist ungewöhnlich still. It's the middle of the night. Of course it's quiet. You're not getting paranoid, are you? So still ist es dennoch nicht. Es laufen trotzdem immer noch Leute rum. No, I think he's right. It really is a lot quieter than usual. Ja, das ist halt ein bisschen auffällig. If you look around, there seems to be fewer people on the streets. I'm not sure if this is the case for the entire city, though. Huh. Maybe it's just a coincidence. Maybe Sataria figured out a way to not only distract the guards, but also to get everyone to go to sleep early, just so we can exchange the documents in peace. Das ist jetzt die Frage. Oder haben die davon Wind bekommen? Wer weiß. I also can't quite figure out why things feel a little off. But now that we're here, let's go ahead and meet her as we planned. Well, regardless, as long as you're here with us, Paimon feels a little safer. Ja, ich vertraue dem Ganzen noch nicht so. There really aren't many people out right now. Let's hope it'll be this quiet in front of the Academia, and that Sataria managed to distract all the guards. Und das ist übrigens das Vögelchen, das ich meinte. Was man als Einlogbelohnung bekommen hat. Das ist übrigens das kleine Vögelchen. Voll cool. So, dann dürfen wir jetzt hier mal hoch.
Junge, wie hoch das hier geht, ne? Ich hätte mich auch einfach hochporten können. Wait, warum stehen da so viele Leute? What are all these people doing here at this hour of the night? Ja. Ah, the triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so myself. You're the outcast, expelled from the academia. Indeed I am. Although these days they tend to call me the Doctor. Omega Build. If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement. With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. Der Doktor. The people of Sumeru City. What have you done to them? I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. Naja, stimmt ja eigentlich auch. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. Oh no, what should we do? These are all just regular people. Leave now. You need to get out of here. But that guy's a Fatui Harbinger. We can't just leave you here. Nor can I abandon the people of Sumeru. Oh. Don't worry. We'll meet again outside of the city. I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the God of Wisdom. Oh. Da hätten wir lieber dabei bleiben sollen. Aber das heißt, wir haben prinzipiell 2 der 11 Fatui hier. This should be far enough. Vielleicht sogar noch mehr. Paimon needs to catch her breath first. Na okay, vielleicht kommt ja auch wieder unsere Nudelpfanne, die Tagliatelle, wieder an. Wer weiß. Is the heater going to be okay? We only made it out because of her. Ja, sie kann von Bewusstsein zu Bewusstsein springen. Ihr sollte nichts passiert sein. Ich bin mir nicht sicher. Unser Feind ist schrecklich. Ja. Paimon wasn't counting on running into a new Harbinger here, let alone such a high-ranking one. That guy was number 2. So scary. Warte mal. Im Deutschen steht da was ganz anderes als das, was Paimon gesagt hat. Wer hätte gedacht, dass wir hier einen der 11 der Fatui, den wir noch nie zu Augen bekommen haben, begegnen würden? Achso, doch, er ist der Zweite. Er muss sehr stark sein. Ja, okay. Das hat sich aber gerade von ihrem Sprachgebrauch angehört, als wäre er Nummer 2. Ne? In der Kategorie bei denen. Was? Ich rede von Tartaglia. Deswegen die Tagliatelle. Unsere Nudelpfanne. He called himself the Doctor. Remember, Tainari told us about him. Sataria did say that someone who once got expelled from the academia came back recently. Den lernst du in Liyue kennen. Tartaglia. And that even the sages are wary of him. Yep. Sounds like she must have been talking about the Doctor. Ja, wir haben das Ausmaß der ganzen Sache unterschätzt. Wir haben die Komplexität der ganzen Sache unterschätzt. Nee, das Ausmaß haben wir unterschätzt. Yeah. Now that the Doctor's in the picture, we're no longer
were just dealing with the academia. They're in cahoots with the Fatui. Wieso 3 Fragezeichen, Mina? But what are the Fatui after this time? Another Gnosis? Ja, wir müssen zuerst Nahida wiederfinden. Yeah, things would be a lot easier with Nahida's help. Nahida said we'll meet again outside of the city. But we can't just keep waiting around, right? Ja, finden wir jemand anderen, der vielleicht beteiligt ist. Weil ich mich nicht an den erinnere. Ich kann ihn dir gleich zeigen, Moment. Ja, führen wir die Untersuchung weiter. You mean... Tinari. Oh, right! Wasn't he invited by the sages to work on some project when we were staying with him in the Vidia forest? That has to be the same project! Even though he turned it down at the time, he might still know something. Ja. There's no time to lose. Let's go to Gandharvaville. Okay. Triumph der Vorstellung. Figurenhandbuch. Wo ist denn... Hier. Das ist Tartaglia. Das ist einer der Fatui. Das ist Tartaglia. Ich habe ihn leider nicht. Aber das ist der. Kämpft mit Bogen und wer da ultet, hat auch 2 Dolche. Hier, genau, Dämon... Ah nee, das ist der normale Skill sogar. Dämonengewand, stürmische Gezeiten. Ach, der blöde Kerl. Exakt. Ist auch einer der Fatui. Tatsächlich sogar der erste Fatui, den man bekommt. Zumindest kann ich mich jetzt nicht gerade noch an einen Fatui erinnern. Nee, ist auch keiner dabei. Und er ist an sich auch gar nicht so der schlechte Kerl, aber... Ja... Er ist halt eher so das Schoßhündchen der Fatui. Am Anfang mochte ich ihn, danach nicht mehr. Die hätte ich am liebsten gehabt. Ja, Miko. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gespielt. Deswegen, ich hoffe, die bekommt bald mal einen Rerun. Und Yelan habe ich ja leider auch nicht gepullt. Die hätte ich auch echt gern gehabt. Genau wie Shenhe. Kamisato Ayato, der Bruder von Ayaka. Also. Aber. Du glaubst dir erstmal Bubble Tea. Das ist der Bruder von ihr hier. Fehlt mir noch. Utao, die hätte ich übelst gerne. Aber von den alten fehlt mir halt nur noch Chi-Chi und Jean. Die habe ich immer noch nicht gezogen, ne? Auch nicht Chi-Chi und ich sehe so viele, die sie so oft pullen. Die gute alte Coco Goat. Ja, ihr bekommt bald einen Rerun. Nächstes oder übernächstes Banner. Ich will kein Geld ausgeben. Also nicht Geld ausgeben, was ich nicht habe. Ich will ja Miko. Schweinerei. Ah, da kann ich doch rüberporten. Bahnchefchen. Ich hätte... Na, Prio hätte für mich tatsächlich Nahida. Weil dann hätte ich alle Archons. Dann könnte ich mir auch Spaß nämlich ein komplettes Archon-Team machen. Deswegen, sie hätte bei mir gerade Priorität. Also, mit Nahida, ne, wer nicht mehr gerade exakt genau weiß, wie sie aussieht. Da. Sie. Weil dann hätte ich nämlich alle Archons, weil ich habe Zhongli, ich habe Venti, ich habe Raiden. Und sie würde mir halt noch fehlen. Dann hätte ich alle 4 Archons bis dato und ich könnte mein Archon-Team machen. Worauf ich nämlich übelst Bock hätte. Deswegen, sie hat bei mir gerade noch höhere Prio. Aber ich bezweifle, dass ich sie bekomme. Also von daher, Aber ich kann mein Pity erhöhen. Weil Sparen bringt mir in dem Sinne ja auch nichts, ne? Weil... die prozentuale Chance halt. So, dann dürfen wir jetzt hier hin.
Hold it right there. Aha. Aschfinn. A blonde-haired traveler and a floating fairy. We've got you all right. Take a look around. You've fallen right into our trap. Naja, ihr tut mir eher leid. Are you mercenaries from the Corps of 30? Did you come here to arrest us? Corps of 30? We're nothing like those government lapdogs who don't even get scraps for their work. We are an elite brigade that commands the highest commission rate in all of Sumeru. We're here on the orders of a client known only as the Outcast. Ah, okay. Also der Typ von eben. The Outcast? An outcast from the Academia? Ja, das muss I02I sein. But why wouldn't the doctor just send the Fatui after us? Ja, die örtlichen Söldner haben einen größeren Vorteil. Bestimmt macht er sich die Ressourcen der Akademie zunutze. Ja, die örtlichen Söldner. Still wasting time on idle chit-chat. We'll shut you up soon enough. Get them! Child ist der Fatui-Name von Tartaglia. Tartaglia ist sein richtiger Name eigentlich. Aber alle haben ja so einen Fatui-Namen. So wie der Doktor, ne? Oder jetzt in dem Fall halt I02I. Ja, er ist halt Child. Und da würde ich halt sagen, aufgrund dieses Namens ist er halt der Jüngste. Also das neueste Mitglied. Und ich glaube, das wurde sogar mal gesagt. Child ist einfacher zu schreiben. Ja. Keiner hatte Bock auf seinen richtigen Namen, deswegen, denkt dir was anderes aus. Macht dir einen neuen Namen. Keiner hat Bock, in jeder Schrift Tartaglia zu schreiben. Änder mal deinen Namen. Ja, keine Sorge. Following orders. Stabilize. I will have order. Was los, hä? That's close enough. New punching. Rack and ruin. Was los, hä? Na, och. Ihr habt ja echt nicht viel entgegenzusetzen. Achso, da kommen ja noch welche. So, alle weg. That was pretty rough. Is that what elite mercenaries are like? Naja, wenn das Elite ist, dann tun mir echt die Leute leid. Bestimmt waren das nicht die einzigen. Yeah. Looks like we'll have to keep our guards up. But this doctor guy seems like a pretty tough opponent. He knew exactly where to set up an ambush. Did he predict that we would try to find Kainari? Das ist ja, also bezüglich dieser ganzen Namen, das ist ja das gleiche. Scaramouche, La Signora, I02I, Child. Going up against smart people is tough. Anyway, let's keep going. Sind ja alles so ihre Fatui-Namen. Ein paar Pfirsiche kann ich nochmal mitnehmen. Ach, da ist wieder so ein Schlumpf. Ach, okay. Bin dir egal. Okay. Damit kann ich leben. La Signora gibt's ja leider nicht als spielbaren Charakter. Schade eigentlich. Das haben sich echt viele gewünscht. Ich mir auch tatsächlich, weil ihre ganzen Skills und so sind eigentlich echt cool. Aber ja, die haben das halt noch nicht umgesetzt, so am besten mit von wegen 2 auf einmal. Ne, weil die ganzen Fatuis haben ja 2 Elemente. Unter anderem ja auch Child, aber du hast ihn halt nur als reiner Hydro-Charakter. Normalerweise ist er Hydro und Elektro. La Signora ist Eis und Feuer.
Also Pyro und Kryo. Scaramouche, Elektro... Ich weiß gar nicht, was war denn der noch? Oder war der rein Elektro? Auf jeden Fall beim Doktor kann ich mir vorstellen Eis, weil der hatte schon diese eisblaue mäßig hier, Ohrding da. Ohrring. Ohrding. So, jetzt dürfen wir erstmal Tinari suchen. Wo ist Tinari? Tinari? Ah, hier ist Kolle. Da müssen wir sogar hin. Oh, it's the traveler in Paimon. What are you two doing back here? Holly, it's nice to see you again. Are you doing all right? To be honest, I'm not doing too well. My Elazar has been progressing at a faster rate lately. I'm finding it harder to complete more intricate tasks. Und um darauf mal weiter einzugehen, La Signora wird so oder so nicht mehr spielbar werden wahrscheinlich. Aufgrund etwas, was in Inazuma noch passiert. Für dich zumindest. As a result, Master Tainari is taking me off the patrol schedule. Wir haben es ja hier schon hinter uns. Allow me to stay here and coordinate other people's tasks. Oh, Holly. Eigentlich schade, ich hätte es trotzdem echt gern gehabt. Speaking of Tainari, did he go off on patrol? We're here to talk to him. Oh, Master Tainari? He just left the Avidia Forest a little while ago. He was headed to Party's DI. Okay. He left? But isn't Tainari always saying that he never wants to leave the Avidia Forest? He even turned down the sage's invitation. I thought it was weird too. Master Tainari always prioritizes his work as a forest watcher above everything. He almost never leaves his post. He left in a hurry this time though. Deswegen muss ich halt auch sagen, ich bin halt noch generell gespannt, was so noch andere Fatuis angeht. Ob man die überhaupt generell bekommen kann. Also von einem könnte ich es mir denken, weil schon so halb was geleakt wurde. Aber was so andere Fatui halt angeht. Da bin ich halt noch sehr gespannt. Hat er nicht gesagt, was er vorhat? No, I only found out that he left through a message he left behind. He also made sure to delegate all his tasks using a schedule. To leave in such a hurry? I'd guess he had something urgent to take care of. Chefin bringt meine Träume zum Platzen. Naja, besser du weißt Bescheid, als dass du die ganze Zeit hoffst, ne, dass du La Signora bekommen kannst und sie nicht kriegst. Weil sie ist ja zum Beispiel auch nicht in den spielbaren Charakteren drin, wie man eben gerade bei mir gesehen hat, ne? Weil sonst wäre sie da ja schon drin. Außer durch irgendeinen Zufall, was vielleicht irgendwann in der Genshin-Story passiert, kommt noch mal irgendwas. Ne? Kann ja passieren, aber ich bezweifle es. Da muss man halt realistisch sein. Auch wenn es echt schade ist und ich sie wirklich gerne hätte. Und ich halt auch irgendwann wirklich hoffe, dass mal 2 Elemente auf einmal kommen. Das wäre so geil. Weil dann würde ich auch sagen, ich hätte gern Schall, weil dann Hydro, Elektro richtig immer reinböllern. Hätte ich richtig Bock drauf. Master Tainari originally studied in the Amorta Darshan of the Academia, and Partis DI is something like the Amorta's research base. Many rare shrubs and grasses have been planted there for research. I know that before he became a forest watcher, Master Tainari once spent a long time conducting research at Partis DI. Ah, okay. A research base, huh? Gotta wonder what kind of research Tainari just decided to work on all of a sudden. Oh, we don't have a lot of time, so let's go look for him at Party's DI. Pass gut auf dich auf, Kolle. Don't worry, I'm fine. I'm used to living with Elazar by now. If you run into Master Tainari, please send him my regards. Werden wir. Got it. Will do. See you later, Kale. Catherine befindet sich gerade in der Handlung des Auftrags beim Abenteuer. Aha. Abenteuer muss man mutig sein.
Okay. Ja. Ah, da. Was haben wir hier eigentlich noch so? Es gibt noch so ein paar Primos. Oh, gibt einen Fächer. Ja, aber noch Primos, das sind halt alles so Nebendinger, die wir mal, wo wir langgelaufen sind, weil da gab es ja relativ viele. Hier gibt es noch Primos, hier Primos, da Primos. Ja, meine Dailies. Muss ich auch noch machen. Naja, dann beim Abenteuer muss man mutig sein. Müssen wir die halt echt zuerst machen? Oh. Schweinerei. So, add Astor Abyssosque. Hallo Fräulein Catherine. Hallo Catherine. Hallo ihr zwei. Ihr scheint ja heute in guter Verfassung zu sein. Seid ihr hier, um eine Mission anzunehmen, oder habt ihr etwas anderes zu erledigen? Warum starrt ihr mich so an? Gibt es etwas, das ihr mich fragen wollt? Nein? Ach so. Du siehst aus, als hättest du eine Menge Abenteuer erlebt, nicht wahr? Könnte man so sagen. Dann weißt du sicher, wie die Abenteuergilde funktioniert. Also werde ich deine Zeit nicht damit verschwenden, es dir zu erklären. Wenn du Fragen zur Vorgehensweise der Gilde hast, stelle sie mir gerne. Bitte hilf mir, die Aufträge in Sumeru abzuschließen. Ein fähiger Abenteurer wie du kann den Menschen eine große Hilfe sein. Mögest du deine Abenteuer fortführen. Ad Astra Abyssosque. Zu den Sternen und Abgründen. Ach, das war's schon. Okay. Ey! Meine Catherine ist weg. Meine Reihe. Da ist meine Catherine einfach weg. Ah, perfekt. Den habe ich mir schon geholt. Ad Astra Abyssosque. Knights and aristocrats share the same culture. Wait! Look who it is! Nahida. Thank goodness you're okay. We were so worried about you. Könnte es eine Falle von I02I sein? Hey, this was supposed to be a touching reunion, but you're ruining the moment. Ey, man muss jede Möglichkeit abwägen. Actually, it's very smart of the traveler to be wary of me right now. After all, the doctor has shown that his technology can apparently even control human minds. Plus, it's not like you could have known what happened after we split up and I was facing the doctor by myself. Ja. Even a pool of stagnant water after a torrential storm can occasionally pass as a patch of sky. Und das jetzt nochmal bitte auf Deutsch? Paimon feels like only the real Nahida could come up with such an obscure analogy. Nein, auf Deutsch. Einfach die Übersetzung. Der Schein kann auch trügen. Niemand kommt auf so subtile Metaphern wie Nahida. Na, ich glaube dir. Huh? But I wasn't trying to win your trust or anything. All I wanted was to clarify my point. Well, we understand that point now. Please, Nahida, tell us more about what happened. Are those poor people all right? When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. Thankfully, when the doctor mentioned depositing information into the subconscious, he didn't mean engraving information into their minds. Aha. Instead, he did something closer to creating hallucinations. That was still within my power to fix. Luckily, I managed to finish my restorations and mind jump away from him just as he was about to capture me. Oh. What a relief. The doctor sure pulled out some hidden cards, but good thing we had Nahida with us. Ja, das ist halt das Praktische bei ihr, dass sie von, naja, praktisch weiß ich nicht, aber sie kann ja von Bewusstsein zu Bewusstsein gehen. Das Ding ist, Mina, der ist sogar noch aktiv. Ich musste noch rausnehmen. I wouldn't be really
leave just yet. I gave away my true identity when I restored everyone's minds, which means we've lost another one of our trump cards. Obwohl, warte, kann ich das sogar gleich mal machen. Commands. So. Habe ich erstmal deaktiviert. Ich lösche den aber nicht, falls wir nämlich nochmal brauchen, dann brauche ich nur Datum ändern. So. Also, the doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. Maybe it's only a matter of time until he captures my consciousness inside the Akasha. Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then how do we stop him? He's still at the Academia, so it's possible he already started messing with the Akasha. Ja, wir müssen uns beeilen, weil wenn der damit nämlich weiter Unfug treibt, das wird nicht gut. Ugh. It feels like he's toying with us. What a nasty piece of work. What a nasty piece of work. Plus, the doctor's combat ability alone is apparently enough to make him worthy of being number 2 of the Fatui. Ah, doch. Jetzt wird's hier doch nochmal richtig gesagt. Außerdem soll I02I die zweite Stelle allein dank seiner Kampfkraft für sich beanspruchen können. We shouldn't give up hope just yet. Let's try to find another way to attack this problem. Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to Party's DI? Have you been waiting for us? Yes, I have. I can see the traveler's elemental energy. Oh. So I deduced your destination by looking at the direction you were moving in. Wait, du kannst unsere Elementarkraft wahrnehmen? You didn't come here for sightseeing, right? Did you find any leads? We're looking for a scholar we know. His name is Tainari, and the sages once tried to reach out to him. Why don't you come inside with us and see what we can find? Okay. Let's just hope we won't get him into trouble. So. Was haben wir denn hier noch? Reiseführer. Ja. Wow. Okay, und Mission. Aber das ist halt nur Dailies. Wo wir halt unsere Primos wieder abholen können. Ah ja, Sumeru haben wir neu, aber ich habe es nicht auf Sumeru eingestimmt. Die zusätzliche Belohnung nochmal. Achso, ein zufälliges Material. Waren ja Steinchen. So. Warte, bevor ich da reingehe, Mina, ich schreibe dir noch kurz was. Also bevor wir da jetzt gleich zu dem NPC hingehen, ne? Schreib mir noch kurz was. So. Hey Pasia. Oder Hey Pasia? Traveler? It is you! Oh doch, die hatten wir doch schon, nicht Dulli. It's Hypatia! Ich hab die total vergessen. Da war ja diese eine Krog-ähnliche Ding, was ja die ganze Zeit über sie gewacht hat. Die habe ich ja nicht erwartet. Ah, what a pleasant surprise! It's so nice to see the two of you again. Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest when
we last saw each other, she was still training in the, what's it called? Satyavada life? Oh, I see. That's right, we're old friends. You've come at just the right time. Ever since I've come here, hardly anyone has even talked to me. Die ist halt wirklich fröhlicher als sonst. Das macht mir irgendwie Sorgen. Hypatia, you're way too excited about this. Actually, for you to leave the Avidia Forest means... you're not in training anymore? Wait, no. Did you already finish your training and reach Pariporna life? What do you think? Ja, sie ist sie weiter. Sie ist verdammt schlau. My consciousness has already managed to make contact with the divine. Aha. Das sehe ich nicht gerade als gut in dem Moment. You did it! Congratulations! Ich freue mich für dich. It's so exhilarating to share this sublime joy with others at long last. Das glaube ich nämlich tatsächlich nicht. Weil My consciousness steht made neben uns. contact with the gods. What a supreme and unparalleled experience that was. Deswegen verhält sie sich auch so komisch. That sounds incredible! That sounds incredible und hier steht einfach nur oh. Übersetzung at its finest. Wir übersetzen ins Deutsche That's incredible mit oh. Okay. Wir sind gekommen, um Tinari zu suchen. Oh, all right. Actually, please wait. I haven't forgotten my promise to you. Remember? I promised to help you understand what you saw from Irminsul once I gained deeper insights. My current self has not only gained true insight, but I can even help you establish a direct connection to the consciousness of the divine. Übersetzen like Google. Ich glaube, Google ist da sogar noch besser. Weil Google macht zumindest kein Oh aus dem Satz halt heraus. Das übersetzt Google. Zwar vielleicht nicht richtig im Textzusammenhang, aber es übersetzt es immerhin. You can do that? Was hältst du? Ja. Das kannst du auch. Was hältst du davon, Nahida? I've never heard of anything like that, but if you want to give it a try, I'll do my best to protect your consciousness during the process. Hold on. I brought some spirit borneal with me. This is still a crucial part of the ceremony. Aha. We're using that incense again? Oh Gott, wir werden high. All right now. Hold my hand. I'll help you establish a pathway to connect your consciousness. Ja, Mann. Erstmal unter Drogen stellen. Okay. Ready? Jetzt werden wir erstmal krass unter Drogen gesetzt. Trippy Mode activated. Betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. The first to betray me was a god, my creator, my mother. Oh. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human, my family, my friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance.
I denounce the world and laugh in its face. Scaramouche, ja. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. Okay, das sieht echt geil aus. Dieses Gesicht gerade. Das sah cool aus. Nicht das Bewusstsein der höheren Herren Rukadevata und auch nicht das Bewusstsein des König Dashrits. Beides nicht. Everything matches what we know about him. But how is he connected to the divine consciousness that Hypatia was talking about? You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god. Such a noble will. Oh such nein. sublime emotion. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Alas, shame. If only. Oh no. Das kann nur nach hinten losgehen. If only that which beats within my chest wasn't a filthy mortal heart. Oh great and merciful God, please grant me forgiveness and salvation. Uh-oh. Do you understand now? I'm afraid this is no Puripurna life, but rather... Ja, wach wieder auf, Hypatia. You, why are you so mean to me? Why is everyone hiding from me? I found divine wisdom. Nein, hast du nicht. Shouldn't I receive praise and honor? Haven't I uncovered that light in the darkness? Du hast im Prinzip eigentlich nur den falschen Propheten gesehen. Hypatia? That's how I always thought everything should be. Ein Möchtegern. Wait. Have I already lost my mind? Ja. Leider ja. Wait, something isn't right. Aha. Es geht wieder los. Los, Junge, du schaffst das. What? Oh. Warum hat sie sich nicht verteidigt? Alter. Ich muss schon sagen, mittlerweile finde ich ihn echt cool. Was zum Teufel? Also haben sie jetzt Catherine echt niedergeschlagen. Zumindest den Körper. Okay, we finally lost him. Und wo kommt jetzt Tinari her? Are you okay, Nahida? Wait, no. Something feels different. You're back! Oh, the Traveler's back? Was ist gerade passiert? Nahida was controlling your body for a while. It seemed
like she jumped over to you as an emergency measure right before the Catherine puppet was destroyed. Gute Sache. After that, Kainari heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. Ah. Man war es kein einfacher Bewusstseinssprung, sondern ein Bewusstseinswechsel. Ja, weil wir haben das ja auch aus ihrer Perspektive gesehen. What? You swapped places? You mean your consciousness also went into Nahida's body? Das kleine Ding gerade im Hintergrund. Plop, 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 plop. Wait, then where is Nahida's consciousness? Where is she now? I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, I would have never believed it. I don't think this can be achieved with current human technology. Nee. Also, while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. She said, "The doctor has found a way to trap my consciousness, so I can't journey with you anymore." Oh. But even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Ja. Oh no! Nahida's trapped in the sanctuary of Surasthana for good this time. Na super. Was that message all she left for us? It's pretty vague. Edotor darf nicht Wind von unseren Plänen bekommen oder das ist unsere Geheimsprache. Oh, that makes sense. Ja. Since the doctor captured her, she won't be able to say anything without him knowing. She's being extra careful. Even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Huh. Paimon knows the moon illusions and lies are from the alchemical divination at the Sub-Zero's festival. Jetzt bräuchten wir Albedo. Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. Mit Mond meint sie sich selbst. Mit Licht der Sterne meint sie die Wüstenbewohner. Mit Trugbilder und Lügen meint sie die Pläne der Akademie. Mit Mond meint sie sich halt wirklich selbst. Oh, that makes a lot of sense. Huh. Do you think Nahida was telling us to go find help in the desert? But she isn't with us anymore. Think we'll be okay? Hä? Der hat doch nie richtig mit uns gekämpft. Also ja. Wir haben doch immer die ganze Zeit gekämpft. Paimon, you said Sanctuary of Surasthana. Does this mean that this Nahida you're talking about, the consciousness who is occupying the traveler's body, is the Dendro Archon? Ja. Your guess is correct, but the situation's a bit complicated, so it's really hard for us to explain right now. That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased right away. As for the complicated nature of the situation, safe to say I have witnessed that for myself. I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your side, so I trust you. Thank you, Tainari. Oh, actually, we came here to ask you a question. What do you know about the project that the sages have been working on? Ah, that. While I was indeed invited to join that project, the sages were always secretive about its scope and goals, so I eventually declined. Okay. All I know is that that project has something to do with the restoration of Irminsul. Ja, ich kenne den Inhalt des Projekts ungefähr. Ich habe neue Informationen herausgefunden. Ja, ich kenne den Inhalt des Projekts ungefähr. Did you see something when you were in Nahida's body? Ja, die Akademie hilft Scaramouche dabei, zum Archon zu werden. What? Ja. Do you have any evidence? Ich habe einen halbfertigen Archon bei der Fertigstellung gesehen. Die göttliche Erkenntnis, die uns Hypatia gezeigt hat. Ja. Der halbfertige Archon. Du beschreibst, was du während des Bewusstseinswechsels mit Nahida gesehen hast. So that's what happened.
That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other scholars who went mad. It's because she made contact with the consciousness of a new god who is still in the process of being born. Wait, dann ist er damit halt trotzdem so mächtig wie rein. Also ist dann ja quasi noch ein Babygott. Aber er ist schon auf dem Weg, ein Gott zu werden. Das heißt, prinzipiell, jeder, der mächtig genug ist, kann mit etwas Nachhilfe hier zu einem Gott werden. Oder zu etwas Gottähnlichem. Kainari, did you leave the Avidia Forest because of Hypatia? I did. I noticed Hypatia's mental anomalies, but since her symptoms were rather atypical, I secretly took her to Party's DI and began searching for a way to return her to her normal self. Oh. If I didn't take action, Hypatia would have already been taken by the Matra to the desert, doomed to a life of exile at Aru village. Now that you mention it, I knew the Academia has never thought particularly highly of Lesser Lord Kusanali, but I still didn't expect them to do something as arrogant as creating a new god. Looks like I made the right decision by not accepting their invitation. Ja, so ziemlich. Ja, die Fatui sind auch in die Sache verwickelt. Vielleicht wurden die Weisen von den Fatui angetrieben. Ja, ich starte mal. Ich bleib mal lieber bei der Aussage, die Fatui sind auch in die Sache verwickelt. The Doctor and the Balladeer. We have 2 Fatui harbingers in Sumeru. Sounds like we're in for a bad time. From your description, I don't think they've completed their project. There may still be room for us to intervene. Wäre zumindest nicht allzu verkehrt. But then, what is the connection between creating a new god and restoring Irminsul? Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the Sage's goals. Ja, gehen wir zuerst zur Wüste. Ja. Oder, na, wir müssen sie auf jeden Fall aufhalten. Right. We've pretty much gone over everything we need to know, so we should head out. How about you, Tainari? What are you going to do? I'll stay here for now. I still want to try a few more things to help Hypatia. If you're planning to go into the desert, start by heading for Caravan Rabat. That'll be your fastest route. Come find me here if there's anything else I can do to help. May the spirit of wisdom go with you. Danke, Tainari. Das werden wir gut gebrauchen können. Hopefully Hypatia will feel better soon. We're off then. Also, ja, der Gott starrt zurück. Toll, das heißt, wir dürfen uns mit einem angehenden Gott anlegen. Geil. Sieh nach Verbindung mit der göttlichen Erkenntnis die Vergangenheit von Scaramouche. Der Gott starrt zurück. Ja, da wird dann jetzt einfach mal so ein Gott geboren. Nett. Aber jetzt wissen wir halt auch, dass tatsächlich Scaramouche als Puppe, also, ne, man sagt ja auch immer gerne bei solchen Sachen, Mutter, Vater und so, ne, weil die Erschaffer das halt sind. Und, ja, wie soll ich es am besten sagen? Dementsprechend wäre Raiden, beziehungsweise A, wie ihr sie nennen möchtet, ne, wäre demnach die Mutter von Scaramouche. Okay. Ist auf jeden Fall interessant. Deswegen verachtet er sie halt auch so krass. So, jetzt sind wir hier hin. Ab ins kleine Dörflein. Das ist halt jetzt echt das Praktische, wenn man schon so ein paar Telepopos freigeschaltet hat. Aber ab hier habe ich halt nicht mehr viele. So, just past this wall is the desert, huh? Und ab hier werden wir auch normal weitergehen, weil den Wald kennen wir, aber das hier halt noch nicht. Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this tall,
It's gotta be the divine work of Greater Lord Rukkhadevata, right? Dann ist es wirklich beeindruckend. Enough gawking. Come on, follow me. Oh, Heyho. Was machst du denn hier? Heyho? Over here. Ja. Ich mag den Typen, den will ich auch als Playback-Charakter haben. Oh, Heyho went that way. Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. What the? Where did he go? Ach, ihr verfolgt die mal wieder. How did we lose them? They were just here a second ago. Tja, er ist schneller als ihr. More Eremite mercenaries? Who are they working for this time? Anyway, Traveler, it seems like we were being followed again. Oder wir. You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. Diese Schwanze. Okay. Na, dann danke, Heyho. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the academia. You really gave Paimon a scare, Heyho. We never thought we'd run into you here. Und vor allem will ich ihn haben, weil er Dendro ist. Last time we met at Port Ormos, Hat man gerade an seiner Schulter gesehen. back to the academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back on their orders. Oh, so you've already landed yourselves on the academia's hit list. I can't say that I didn't expect it. However, had I wished to turn you over to the academia, don't you think you'd already be the Eremites' honored guests by now? Eventuell. Oh, right. You do have a point. Machst du beim Projekt der Weisen mit? I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. Aha. And these days, you're more fascinating than anything the sages can offer. Wait, du hast nach mir gesucht? Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the divine knowledge capsule. Unfortunately, I've run into some difficulties. Okay. Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, I must understand how the capsule first came to be. Which brings me back to you and why you're so interesting. Dann hau mal raus, das will ich jetzt wissen. The leader of I02I used the divine knowledge capsule right in front of you, and upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time. To have that kind of reaction, I think you must have realized something. Are you interested at all in sharing what you've been hiding from me? Nur wenn du mir auch gute Informationen geben kannst. Ja, vielleicht, weil ich damals schon wieder die Worte die Welt, mich vergessen gehört habe. Ja? Oh, Heyho, you really have a ridiculous eye for detail. What kind of person even notices or remembers stuff like that? Ja, die Situation ist etwas kompliziert. So that's your answer. Well, I do work for the academia after all. So considering that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest. Ja, logisch. Also werde ich dir auch nicht so viel erzählen, ne? But that does prove you do have some undisclosed information about the divine knowledge capsule. Am I right? Ja. No matter. Rather than simply learning the answers from you, I'd still prefer to investigate on my own. Speaking of, you two are also headed to the desert? Ja, zufälligerweise. Zufälligerweise. That's right. We have the same plan as you. But we don't really have any concrete goals at the moment.
Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably have more resources and intel than anywhere else. Well, would you like to head there together? Na klar, dann gehen wir zusammen. It's always better to travel with someone you know. Let's go! Habe ich dich wenigstens? Nein, ich habe dich nicht vorübergehend in der Gruppe. Schade. Gehe zum Aru-Dorf. Und jetzt übrigens dürfen wir uns das erste Mal die Wüste angucken. Oder zumindest den Weg in die Wüste. Deswegen gehe ich auch zu Fuß und porte nicht darunter. Könnte ich natürlich machen, aber es wäre langweilig. Ja, wenn, dann gucken wir uns auch ein bisschen mal um, ne? Oder ein bisschen das hier so an. Den habe ich mir übrigens schon gefangen. Oh, eine Selie. Die können wir doch gleich nochmal nach Hause bringen. So, Geodaddy fühlt sich hier bestimmt wohl. So, wo willst du? Ach, da willst du nach Hause. Obwohl, naja. Ich weiß nicht, ob sich Geodaddy vielleicht hier so wohl fühlt, weil Hitze und so. Naja, gibt Schlimmeres. So, gib mal Trüchen. So, dankeschön. So, da haben wir auch noch eine Truhe. Und ein paar Flitzpiepen. Ah, Freundchen. Ja, hast du recht. Der Hunter becomes the hunted. Wenn du nicht weißt, wie man mit der Beute richtig umgeht, dann bist du die Beute. Da hinten ist immer noch jemand. Ach, da bist du. Komm her. Komm her, kleiner Mann. Mal vor dein Loot. So, wieder ein paar Primos. Nehmen wir doch gerne. Oh. Mushroom Man. Geh mal weg. So. Sporen der Pilzbestie. Und guck mal, hier gibt es sogar Skorpione. Eben aber Fleisch. Finde ich eigentlich voll interessant. Ja, da sollte ich vielleicht nicht gegenlaufen. Macht uns ein Aua. Da haben wir wieder ein paar Banditen. Hey Skorpioni. Es geht. Immer Fleisch. So, dann können wir jetzt Richtung Statue gehen. Oder Richtung unserem Zielort. Na okay, der haut eh ab. Ja, da haben wir das erste kleine Städtchen in der Wüste. Before us lies Aru Village, the safe haven of the desert folk. Whoa, this landscape is really something else. What a cool place! Let's go check it out! Ja, also ich muss sagen, die Wüste finde ich an sich generell sehr interessant. Junge, heute so viele Sequenzen. Oh, ich will den haben. Anubis Boy. Strong Boy.
Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Oh, Haytham. Do not think you can escape my judgment, just because you managed to escape my attack. Aber im Englischen coole Stimme. Die kenne ich. Verdammt. Oh, verdammt, die Stimme kenne ich. Nein, ich kann sie gerade keinem anderen zuordnen, aber ich kenne die Stimme. Oh, verdammt. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Matra, as well you know. Seemed to me more like your own personal touch. Who is that, Alhaitham? Did you call him General Mahamatra? Yes. General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. Oh. You seem to have placed a lot of trust in Alhaitham, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. Und warum? I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not seek to defend him any longer. Otherwise, there will be consequences. Ich halte keine großen Stücke auf ihn, oder? Aber ich werde nicht tatenlos zusehen. Naja. Alhaitham könnte uns noch hilfreich sein, sage ich mal. Has Alhaitham done something wrong? Hyman doesn't think he's as bad as you've made him out to be. I won't waste my breath explaining things. Alhaitham, I saw it during our fight. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless you want me to retrieve it for myself. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. Wait, the divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? Tja, du hast uns also angelogen. No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very Das wussten wir. curious. What does this capsule mean to you? And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that's, let's say, morally dubious? Geheimauftrag für ihn? If I was the real Oder hat target of gerade? the mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Academia? Kommt der Auftrag etwa von den Weisen? Aha. I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh. What should we do, Traveler? Hyman feels like we can't trust either of them. Ja, es ist, ja, schwierig. Well, look at you two, acting all Oh. tough and self-righteous over there. Wait, Dia? Nice. Great! Finally, someone that we can trust! You gotta help us out here. Otherwise, these two are gonna start fighting again! Yeah, sure looks that way. Two giants from the Academia duking it out once and for all. Not something you get to see every day, that's for sure. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other.
Tja. But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village? It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. Ich glaube, die sollten sich vielleicht nicht mit ihr anlegen. Er hat schon so ein bisschen Autorität. Keiner von beiden wagt es, sich von der ablenken zu lassen. Beide suchen nach einer Gelegenheit zum Zuschlagen. Ja, keiner lässt sich ablenken. Hey, did either of you hear a word I just said? Ja, entweder hören die ja wirklich einfach nicht zu oder sie kennen sie und lassen es lieber sein. Aber ich glaube, die sind zu sehr fokussiert auf sich selber. What's going on? The wind's so strong. Is this a sandstorm? Paimon's gonna get blown away. Das ist The Root Sandstorm. Der unterbricht uns einfach. Another sandstorm? What's up with these recently? Hey! All of you, over here, quickly! We have to take cover! Noch ein Charakter, den man haben kann. Someone's calling for us. Oh, this wind is too strong. Let's get over there. That sounded like Candace. Okay, Candace heißt sie. Come on, you two. Jeez, are all of you academia folks such hard work? Move it! All right, stop yelling. Ach ja, 2 Holzköpfe. Alle schweigen sich an. Wir machen mit. This is pretty awkward. Hey, wanna play sardines with 3 people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. Ja, ich wollte gerade sagen. Diese Hitzköpfe jetzt gerade alle in einem Raum. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich glaube, das ist nicht gut. The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Hi, Candace. Please, let me introduce myself. I am Candace, protector of Aru Village. 2 Augenfarben, cool. Our savior has come at last. Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. Thank you so much for helping us. Ja, vielen Dank. There's no need to thank me. It's only right to help each other when the weather gets rough. Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. Unlike those guys over there. All right. Now that we're all better acquainted, we should return to the topic at hand. Oh, sie ist ein Hydro-Charakter. Interessant. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, I was observing your conflict from afar, even before the sandstorm started. And now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. So please, have an honest and sincere conversation with one another, and put your hostile feelings to rest. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. Oh, on second thought, Paimon may have misjudged Candace's character. And that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself clear? All right, we got it, Candace. Ja, sie wird, also man kann wirklich sagen, sie wird auf das Dorf aufpassen. Und wenn die sich nicht benehmen, ich glaube, dann versucht ihr den so hart den Arsch, dass sie 3 Monate nicht mehr sitzen können. Okay. That's what I like to hear.
So, which of you will begin? I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. Wait, that was you trying to be a mediator? Ist halt echt so. I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. While all Haytham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Aha. Rather, I've chosen to exile myself. Oh. Huh? Exile yourself? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's actual progress. Ja, dann dürfte es genau exakt das Projekt sein. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. Aha. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request, but I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. I began to realize that they were cautious of me from the very beginning. Ja, weil du denen halt im Weg stehst, ne? Wenn du halt Sachen überprüfen willst oder überprüfen musst, weil irgendwas nicht stimmt. Ja, die Leute wollen sie dann natürlich als erstes weghaben. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us." Wow. So they really are up to no good. Genshin hat, also ganz ehrlich, die Designer von Genshin machen halt wirklich richtig hübsche Charakter. Sei es männlich oder weiblich, spielt keine Rolle. Die designen richtig gute Charakter. Dagegen kann man absolut nichts sagen. Ich finde so viele Charakter-Designs übelst nice. Selbst als wir ganz am Anfang gespielt haben, selbst die allerersten, seien es jetzt das Design von Amber, von Lisa, von Kaya, von allen. Und vor allem toppen die sich jedes Mal immer noch. Wo du dir dann denkst, holy shit, ist der Charakter cool. Ich bin ganz, ganz großer Freund von Dainsleeve. Ich will den unbedingt haben. Aber den bekommen wir wahrscheinlich erst, also falls wir den überhaupt bekommen, wenn wir ein neues Element bekommen. Weil ich denke mal, da fehlt noch was. Es gibt halt so viele gute Charakter. Also wirklich, mir gefallen eigentlich alle. Es gibt jetzt keinen Charakter, wo ich per se sagen würde, boah, nee, ist der hässlich. Ganz im Gegenteil, es gibt da keinen. Es gibt höchstens vielleicht mal ein, ist okay, wie Barbara. Aber es ist halt Barbara, da braucht man nicht drüber reden. Ich finde halt alle Charakter-Designs irgendwie cool. Und ja, selbst Barbara. Auch wenn man sie gefühlt 1 Million Mal sieht. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. Oder auch wie ganz am Anfang. Auch noch einer, der ja auch bei Release schon dabei war. Razor. Der Wolfsjunge. Finde ich auch voll cool. Die Narben und so, die ihn gezeichnet haben durch die Kämpfe und so weiter und so fort. Ich finde es voll nice. The vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the academia of today. Deshalb hast du dich selbst ins Exil geschickt. I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. This way, they can no longer see nor predict my actions. I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me power or authority. Once I find the truth, I will administer judgment by my own name.
Ja, dann musst du auf jeden Fall der Sache wirklich gut auf den Grund gehen. Sino seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. Plus, now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. Ja, wir können ihm noch nicht vollständig vertrauen für den Fall dafür, dass er sich nur eine Geschichte ausgedacht hat. Ja, wir können ihm noch nicht vollständig vertrauen. Well, Sino, if that's your story, then why did you see Alhaitham as a target? When I was investigating the matter in the academia, I overheard a conversation between Alhaitham and a sage. Aha. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Alhaitham? Hab ich's mir doch gedacht. What? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the divine knowledge capsule, and I think we deserve an explanation. Aber Heyho wusste von Anfang an Bescheid, oder? Die Weisen haben sich schon von Anfang an vor uns in Acht genommen. Ja, würde er sagen, von Anfang an. Oh ja, der ist auch noch in meinem Team drin, soweit ich weiß. Ich mag Razor übelst gerne. Vor allem mit seiner Ult, wo er so halber Wolf ist, die schönen Elektroangriffe dazu, das ist halt eigentlich voll nice. Also ich mag ihn gerne. Und wenn es irgendwo heißt, ey yo, du brauchst ein Second Team, ist Razor immer bei mir meistens mit drin. Obwohl, na, nicht immer. Mittlerweile habe ich ja genug 5-Star-Charakter, ne? Aber, also beziehungsweise gute Alternativen. Aber Razor ist dennoch mit für viele Sachen mit einer der besten Charakter am Anfang. Weil er einen sehr, sehr hohen Damage-Output hat, wenn du ihn schön zurecht machst. Yes. I was indeed tasked with investigating the traveler. Alhaitham! After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. Uh-huh. A most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. That gave me all I needed to know. Oh, okay. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? Das ist nämlich der andere Punkt. Das heißt, sie haben dafür eigentlich schon keine Verwendung mehr, wenn sie es haben. So, I began my own investigation following the lead of the divine knowledge capsule. In the end, I realized my wisdom in committing to this rather than collaborating with the sages. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that I02I mercenary, incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. Ja, den hat's halt richtig beschissen erwischt. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? Was ist mit deiner Begegnung mit mir? Du wolltest mit uns kommen, nur um mich zu untersuchen? I'd already given up on the assignment by then. I only told the academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't suspect anything. Aha. Jetzt ist die Frage, kann ich dir überhaupt glauben? So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the divine knowledge capsule. Criminals do love to talk about coincidences. Even though I ran into the traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. Ja, das stimmt schon. That's true. Alhaitham helped us out at Caravan Rebat as well. Maybe he's telling the truth. Na, ich sag mal so, man könnte ihm vertrauen, aber ich würde es noch so ein bisschen argwöhnisch im Hinterkopf haben. I'm willing to apologize if that's worth anything to you. I took the divine knowledge capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk.
I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all, curiosity often proves to be the most dangerous thing in this land. Naja. You should be well aware, Scribe Al-Haytham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Oh ja. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Das wäre jetzt wirklich interessant, wenn er irgendwas dazu sagen könnte. Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the academia. Do you really think they would tell me anything? Nee, nicht wirklich. Fine. Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy, for now. Ja, und genauso werde ich ihn auch behalten. Weil zu 100% es mag ja stimmen. Aber, naja, ich bin da trotzdem lieber ein bisschen vorsichtig. As you wish. Good. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. And now you, Dia. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. Männer sind so langweilig, dass ich abgelenkt war. Nice one. My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the traveler and is currently recovering from her illness at home. I had nothing going on, so I decided to return to Aru village for a visit. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. It ticked me off, and things went downhill from there. Ah, da hat sie sich halt eingemischt und wollte dazwischen gehen, aber hat ja jetzt nicht sonderlich gut geklappt. Is that all? Well, I will admit that definitely sounds like your style. In that case, welcome back, Dia. That's more like it. I missed you all so much, Candace. Whoa! What was that sound? Das würde ich jetzt auch gern wissen. No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll take a quick trip outside to clear out some of those creatures in the sandstorm. Sollen wir dir nicht helfen? Creatures? In the sandstorm? Are you sure you don't want some backup? Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone without extensive training in these conditions is at a disadvantage. You needn't worry. Okay. Wenn was ist, sag gern Bescheid. Ich helfe gerne. Bring's mir bei, wie man im Sandsturm kämpft. Yeah, just leave him to Candace. Don't worry, she's as tough as they come. Glaube ich. Sie hat immerhin ein Millenniumsauge auf dem Hinterkopf. Einige Zeit später beruhigte sich der Wind. The wind's died down. That means the sandstorm's over, right? Candace still isn't back yet, though. Is she alright? Maybe we should go out and check on her. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. All right, let's go. We've been here long enough, and the boys are as chatty as the floor. Na, die halten halt die ganze Zeit die Klappe und sagen nichts. Können wir auch einfach rausgehen. Raus in den Sandsturm. Mein Team bestand aus Jean, Razor, Bennett und Xingshu. Nice. Also Xingshu, wie man ihn aussprechen möchte. Ich glaube, Xingshu war richtig. Ich bin mir aber dann nicht sicher. Ist so ein schönes Team. Hast jedes Element einmal drin. Außer halt Eis, aber du hast Anemo, du hast Elektro, du hast Pyro und du hast Hydro. Ist doch eigentlich ein schönes Team. Vor allem Bennett und Xingshu sind zwei Charakter, die sehr gut unterstützen können. Razor ist ein richtig guter Damage-Charakter. Und mit Jean kannst du da noch schön reinböllern und zusätzlich schöne Kombis machen. So, aber bevor ich da rausgehe, werde ich mal ganz kurz eine kleine Pipi-Pause machen. Also, bis gleich. Wo ich kann zulassen. Habt ihr noch ein bisschen Musik? Bin gleich wieder da.
You want to learn some Favonia's blade work? Alright then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you all right. Mark my words. Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that seriously. So, bin zwar schon wieder da, aber noch ganz kurz, dann machen wir gleich weiter. Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. So, jetzt können wir weitermachen. So, jetzt dürfen wir mal nach draußen gehen, wa? Guck mal, was sie gemacht hat. Das Symbol. Cool. Oh, kann ich mir gleich mal mitnehmen. Habe ich den jetzt eigentlich auch mal. So, und da oben drauf ist noch ein Dendro-Ding. Hier rüber. Sie kann wohl doch ein bisschen Hilfe gebrauchen, wa? Oder auch nicht. Yes. They just keep coming in waves. I've lost count of how many I've defeated. Before I realized it, even the sandstorm had stopped. Ja, nicht nur außerordentlich stark, sondern auch sehr ausdauernd, ja. Ja, lass uns die wegmachen, kein Problem. Leave this round to us. I got interrupted earlier, but now I have something to take my anger out on. Nice one. It's been quite a while since I've seen the flame main in action. I'll leave these to you then. I'll be sure to put on a good show. Let's go!
Oh, ich darf nicht mit dir spielen. Ich dachte jetzt gerade. Das wäre so cool gewesen. There is no escape. Eye for an eye. So, geht mal weg. Here comes another wave. When are they ever gonna let up? Rankommen und sterben. Rack and ruin. Wie wär's damit, hä? The creatures stopped appearing. Was that the last of them? What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. So we should be safe for the time being. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Na, der Bürgermeister. Huh? Who are you? Oder Dorfvorstand. Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. I am the chief of Aru Village. Everyone usually calls me Uncle Anpu. Oh, Onkel Anpu. Ja, es tut mir leid, dass ich euch Ärger gemacht habe. Sir, I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. May I ask if such sandstorms are common? I can't say they've always been common, but recently the storms have become increasingly severe and frequent. Uh-huh. Besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. According to an investigator who stayed in the village a while ago, these unusual natural phenomena are related to the withering of Irminsul. Oh, okay. Another effect of Irminsul's withering. Das ist ja dann ähnlich wie mit der Verwesung des Waldes. So, Irminsul's withering causes withering zones in the forest. Verwelkung. And sandstorms and earthquakes here in the desert? Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. These regional symptoms can indeed be a reflection of Irminsul's present state. Everyone in Aru Village needs to take good care of themselves. Speaking of which, why haven't I seen a single village keeper since I got here? Village keeper? Who are they? Village guards like Candace? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru Village refers to mad scholars exiled here by the academia. Uh-huh. Most of them are scholars who lost their sanity after a period of training in the Avidia forest. The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. So, they're forcibly exiled to the desert. Though if you ask me, it's all a boatload of nonsense. Ja, Tinari hat halt echt das Gleiche gesagt. Kurz auf Telefon. Yo, mach das. Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, the village keepers have been mysteriously disappearing without a trace. But no one in the village has ever seen them leave. If you're planning to stay around the village for the next few days, I'd appreciate it if you could keep an eye out for them. Klar. I've had encounters with those people in the past. I'll see what I can do to help. The Matra are the ones responsible for their exile. Now that you're no longer with them, are you trying to alleviate your guilt and atone for your past sins? Oh, Alhazen. I'm fascinated by how you think. Stachel doch nicht jetzt noch an. Mock me if you will. But if you are guilty, I will eliminate you, regardless of my position or identity. Oh, you're the former General Mahamatra. You must be an expert in these kinds of investigations. Thank you for your help. Ja, ich möchte auch helfen. Is it because you're reminded of Hypatia? Oh, these poor scholars. First they lose their sanity, now this! We need to help get them back home, safe and sound. Ja, Mann. Bin ich auch für. But, is it really a good idea to tag along with Sino? You seem like you really don't trust him. Ja, deshalb ist dies die perfekte Gelegenheit, um ihn zu beobachten, oder solange Deja und die anderen da sind, sollte es kein Problem geben. Nee, das ist die perfekte Gelegenheit. I'll be grateful for the assistance.
No doubt you will do a better job than some of my former subordinates. Wieso, wenn wir sonst draufgehen? Let's start by finding a spot to share what we know so far. Nein, das wollte ich jetzt nicht. So, tausche Informationen aus. Ja, dann tauschen wir mal ein paar Informationen aus. Und ich werde aber nochmal kurz mein Beutelchen ändern. Denn da kommt wieder Food rein. Wo habe ich meinen Foodbeutel? Ich übersehe den immer. Ach, der ist ja hier oben. Oh, ich sollte aber mal wieder eine Wiederbelebungsfood machen. Nur noch 11. Ich hatte generell nie viel Wiederbelebungsfood, aber dennoch. Und bevor ich da weitermache... kann ich ja mal noch fix heilen. Although I've sent myself into exile, I'm still doing essentially the same things as before. Okay. Do you still have any questions for me before we start our investigation? Genau, warum werden die wahnsinnigen gelehrten Dorfwächter genannt? One of my former subordinates told me that this title has its origins in a strange incident. Uh-huh. The academia has long exiled mad scholars to Aru village. A mysterious phenomenon exists here. Okay. When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before. But after spending some time here, they invariably begin to calm down. Wait. Das heißt, die Verrückten werden hergebracht und die beruhigen sich und sind dann nicht mehr verrückt? Interessant. Hat das vielleicht mit der Wüste selbst zu tun? Initially, the people of Aru village greatly resented having to take in the mad scholars. But a strange incident one night changed that. Uh-huh. Aru village was struck by the strongest earthquake in living memory. Seeing buildings on the verge of collapse all around him, the then chief of the village was preparing to take everyone to safety. Suddenly, he noticed a mad scholar crouching in a corner, caressing the ground with his hands. A soft, green light radiated from him, like a divine glow against the backdrop of night. Oh, hat sich da vielleicht Nahida in seinen Kopf geschlichen? Despite the powerful tremors that ripped through the ground that night, all the houses remained upright, almost as if they had grown roots reaching deep into the ground. After that, the people of Aru village treated the mad scholars with greater kindness, and began to refer to them as the village keepers. A soft green light? A mad scholar protecting Aru village? What do you make of it, traveler? Ja, Nahida könnte dahinter stecken. Paimon thinks so too. Actually, Sino, do you know if any of the mad scholars continued to wear their Akasha terminals at Aru village? In theory, they would continue wearing them so the academia could still monitor their activities. With that said, the main Akasha system would no longer have any interaction with them. Ja, es reicht aber trotzdem für sie. Oh, no wonder! Everything makes sense then! Add in the fact that they calmed down, Ja. it was probably Nahida who calmed them. Die hat ihre Gedanken wieder, ich sage mal, wiederhergestellt. If you are able to draw a conclusion from this one story alone, then it appears you possess much more information than I do. So, what do you make of the story? Die Macht der wahnsinnigen Gelehrten sollte von der niederen Herrin Kusanali stammen. Die niedere Herrin Kusanali ist die wahre Wächterin des Dorfs. Ja, eigentlich eher so. Really? Lesser Lord Kusanali.
You don't believe us? Lesser Lord Kusanali was definitely using the Akasha to give her power to the mad scholars! No, it's not so much that I don't believe you. I'm just struck by your reasoning. Lesser Lord Kusanali, the current Dendro Archon. Is she really active in Sumeru? Ja. The Academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukkhadevata. They've more or less ignored Lesser Lord Kusanali, and I've never had any reason to doubt their views. In addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanali and her deeds. To me, she might as well have been a god that never existed. Aha. No way! Nahida definitely exists! She's a... how should Paimon put it? She's a good Archon who's kind and wise. Even if she says weird stuff sometimes. Sie hat mir kürzlich einmal das Leben gerettet. Wir haben Sumeru kürzlich gemeinsam gerettet, ja. I've spent many years interrogating criminals, so I can easily tell when someone is lying. Good! Then you should know that we're telling the truth. That look in your eyes. I've never seen that from a liar. You two really must have met Lesser Lord Kusanali. Ja, sagen wir. How can this be? Naja. Unser Charakter ist was Besonderes. To think, our Archon has been amongst us this entire time. Alright, now it's our turn to put our skills to good use for this investigation. Yep. But easier said than done, especially since we don't have any leads. Maybe we can start by knocking on some doors. Ja, immerhin etwas. Excuse me, are you here to help me find my grandpa? Eigentlich nicht, nein. Huh? Who are you? Paimon's Blick. Nach dem Motto, oh nein, jetzt gibt mir noch jemand auf den Sack. Och nö. By the sounds of it, a resident of this village. My name is Isak. You'll help me find my grandpa, right? Is your grandpa a mad scholar? Hey, don't say that. Grandpa is just Grandpa. Why do you have to call him that? It's not like he's a bad person or anything. The person you're referring to is not a local, yet you are. Why do you call him Grandpa? Grandpa is just Grandpa. He's my family. Aww. I heard everything you said to the village chief. Please, you gotta take me with you. I want to find my grandpa. I swear I'll help. I won't be a nuisance. Ey, wir können da kein Kind mitnehmen. Wer weiß, was da lauert. Ah, so you're the one who was eavesdropping on us around the village chief's house. I was planning to go out and take care of whoever it was, but I had a vague feeling that they didn't harbor any ill intent. Naja, deine Vermutung war ja auch richtig. Whoa. Heyho wasn't kidding about Matra having sharp senses. Sino, he's just a kid. All he wants is to find his grandpa. Let's find a way to help him. Sorry, I was only listening in because I wanted to know where Grandpa went. Honest, if you don't believe me, you can ask Miss Candace. Suno, ich bitte dich. All right. But first, let's confirm the facts with Candace. Na denn. Auf zu Candace. Wo kann ich da irgendwo oben hin? Da oben reingehen? Ja, kann ich, gut. Dann einmal hier rein. Ja. Sino is super vigilant. Is this what all the Matra are like? Ah, you're back already.
We just wanted to confirm something with you. Do you know a boy by the name of Isak? I had a feeling he'd go looking for you. Ja, war ja irgendwie klar. Wir helfen immer irgendwie allen Leuten. Huh? You knew this would happen? Die mit ihrem Millennium-Auge, vorne und hinten. Yes. Although he tried his best to stay hidden, I still noticed him eavesdropping outside the window. He really wants to get his grandfather back. Isak's parents were both Aramite mercenaries who rarely returned to the village after finding employment in the city. Bibi. He was raised by his grandfather. Unfortunately, it was only a few years before his grandpa passed away. Oh. Isak was still very young at the time, so various families in the village took turns caring for him so he could survive. Oh, och man, der arme Junge. Later, an elderly mad scholar arrived at the village. Isak thought the scholar bore a striking resemblance to his grandfather, and thus often spied on the man. Okay. However, the scholar was unkempt in appearance and incoherent in speech. Although Isak referred to the man as his grandpa, he was afraid and didn't dare to approach him. Och, armer Junge. One summer night, the oft mumbling and bumbling grandpa suddenly calmed down and seemed to become more lucid. He even noticed Isak hiding in the distance. So Grandpa walked up to Isak and patted him on the head. He even took Isak to the entrance of the village, where he patiently taught the boy the names of the stars, and accompanied Isak until he fell asleep. The next morning, Isak woke up and wanted to go find his grandpa again, only to realize his grandpa no longer recognized him. However, even so, Grandpa retained his calm expression. Huh? It's said that those who saw the scholar claimed he no longer appeared to be crazy, but appeared to be living in his own world, almost as if he were sleepwalking. Hat Nahida damit vielleicht was zu tun? Beziehungsweise hatte sie dann vielleicht so Teil des Bewusstseins des Opas da reingesetzt? Damit es funktioniert? Isak was thrilled that his grandpa was able to find peace, and would follow him all the time, asking him things like, "Grandpa, want me to take you somewhere fun?" Or, "Grandpa, could you tell me stories about the stars again?" All this somehow just makes Paimon feel really sad. It seems like they both deserve so much better. Oh ja, Paimon. Mal was Wahres aus deinem Mund. Perhaps. Nearly everyone who lives in the desert has some form of hardship or regret. But even so, we must still continue on with our lives. It's also my reason for fighting. I must continue to protect this land. Ja, es sieht aus, als würde sich Nahida hinter dem aufgeweckten Opa verbergen. Sie sollte auch diejenige sein, die Schmerzen der wahnsinnigen Gelehrten lindert. Ja, wahrscheinlich. Also nicht nur wahrscheinlich. Außer aus irgendwelchen Gründen gibt es doch noch Ruka de Vata, aber das glaube ich nicht. Von Zynos Gesichtsausdruck zu urteilen, sollte er auch darauf gekommen sein. Maybe the people have always had a considerate god watching over them. Huh? What did you say, Sino? No, nothing. As long as Isak keeps his word and doesn't get in our way, we can take him along. Nee, ich würde ihn ungern mitnehmen, das ist immer noch ein kleiner Boy. Perhaps you are more compassionate than I gave you credit for. Please accept my thanks on Isak's behalf, Sino. Ich würde ihn nicht mitnehmen. Hey, Isak! Bennett habe ich nur im Team, weil ich sonst keinen Pyro-Nahkämpfer habe. Hab zwar die Köchin, aber die ist nicht hoch genug gelevelt. Bennett ist ein richtig guter Supporter. Also Bennett ist wirklich richtig gut an sich. Meiner Meinung nach sogar der beste 4-Star-Supporter. Also da können sich manche 5-Star-Charakter sogar eine Scheibe von abschneiden. Solange man ihn halt nicht auf
auf C6 macht, also auf die 6. Konstellation, ist er richtig gut, weil mit dem letzten werden halt deine normalen Angriffe zu Pyro. Und darauf kann ich halt, also zu Pyro. Und darauf kann ich halt total verzichten, weil ich habe halt viel Physical Damage. Deswegen habe ich zum Beispiel meinen Bennett auch noch nicht hochgezogen, dass er bei mir noch auf C5 ist. Aber seine Ult heilt immer bis zu einem gewissen Grad, gibt dir einen Damage Boost. Er ist halt eigentlich richtig gut. Also meiner Meinung nach mit einer der besten Supporter, die man so haben kann. Vor allem, wenn man mit Charaktern rumhantiert, die physical sind. Wie ich zum Beispiel. Da ist halt Bennett richtig gut drin. Sonst alternativ kann man sich auch Amber hochziehen, denn Amber kann auch richtig fett Schaden austeilen tatsächlich. Die unterschätzen auch viele. Ihre Ult kann übelsten Damage reinböllern. Jean wäre was für dich? Ja. Jean und Chi-Chi, sogar beide. Ich könnte mir dadurch wirklich mehrere Teams machen. Also, ich habe gute Alternativen für Jean. Ich habe ja meinen Zhao zum Beispiel. Der ist halt für mich relativ gut. Ich bräuchte halt aber, wenn es geht, dann gleichzeitig Jean mit ihrer Waffe. Das wäre für mich, wo ich dann sage, okay, da würde ich überlegen, ob ich Jean reinnehme. Weil Jean so derzeitig passt nicht in mein Team. In ein zweites Team oder drittes Team, ja. Aber in mein Hauptteam gerade nicht. Deswegen habe ich ja meine Kokomi da drin. Weil ich habe meinen Geodaddy, ich habe meine Raiden, ich habe meine Euler und ich habe meine Kokomi. Und die sind in der Kombination für mich persönlich richtig gut. Auch wenn ich kein doppeltes Element drin habe und somit vielleicht mehr Damage austeilen könnte, aber das ist mir relativ. Dafür habe ich einen anderen Bonus. Würde dir gerne meine Jean ausleihen, aber glaube ich, würde ich nicht mehr bekommen. Ach doch, da müsstest du dir keine Sorgen drum machen, weil, wie gesagt, in mein Team derzeitig passt Jean nicht rein. Leider. Wie gesagt, höchstens in ein zweites Team oder so. Jean würde ich dann tatsächlich zusammen mit Bennett in ein Team stecken bei mir. Dann würde ich mir ein zweites Team fertig machen mit Bennett, Jean. Ich müsste gucken, was ich da noch reinpacke. Zhao? Nee, Zhao. Na doch, vielleicht. Zhao würde ich da vielleicht sogar noch mit reinpacken. Aber den 4. wüsste ich nicht. Aber ich hätte trotzdem ganz gerne auch mal alle alten 5 Stars. Diluc habe ich keine Ahnung schon. Ich weiß gar nicht wie. Ich glaube, Diluc habe ich mittlerweile auf D2 oder so. Und ihn brauche ich nicht. Oh, it's you guys. We've cleared everything up. Let's go find your grandpa. Really? Wow, thank you so much. Ja, Jean ist zum Beispiel das Hauptargument, weil ich habe halt meine ganzen Kombos. Warum sie halt nicht in mein Hauptteam reinpasst, so zur Erklärung. Weil mein Team ja auf was anderes basiert. Würde ich tatsächlich mehr auf Anemo-Reaktion gehen, dann würde ich Jean gut gebrauchen können. Aber das wäre halt, wie gesagt, anderes Team bei mir, ne? Ich habe für mich da tatsächlich dann doch, so blöd es halt klingt, bessere Alternativen. Deinem Opa geht's bestimmt gut. Alright. Let's ask the local residents some questions first. Ja, machen wir. Ja, ich habe nur 2 5-Stars, ja. Das ist so blöd es halt klingt, das ist halt so das Los, wenn man nicht so oft spielen kann, leider halt, ne? Weil du kommst ja leider selber aufgrund Zeit bei dir ja nicht dazu. Das ist ja bei dir dementsprechend nur noch was ganz anderes halt, ne? So, 62 habe ich wieder. Und dann kommt man halt auch irgendwann aus dem Spiel so ziemlich raus. Was habe ich denn derzeitig alles? Stufe, Qualität.
Naja, sich zähle ich jetzt mal nicht mit. Obwohl sie eigentlich dazugehört. Ja, das sind hier halt meine 5 Stars. Das sind anhand 15 Stück, aber nehmen wir mal Traveler auch mit raus, dann haben wir 14. Ja, PMP kannst du auch mal einen Tag beiseite packen und einfach mal spielen. Dann machst du halt mal einen Tag Genshin. Was? Ja, aber ganz ehrlich, es gibt auch halt richtig viele gute Forsters wie Bennett, Fischl, Yanfei. Gangling ist tatsächlich auch ziemlich gut. Heyho ist ziemlich gut. Razor ist gut. Kujosara eigentlich auch, wenn man ziehen kann. Naja, Godo ist, naja. Jetzt nicht so mein Fall. Sie auch nicht so sehr. Mit Colley habe ich mich noch nicht so sehr auseinandergesetzt. Thoma auch noch nicht, aber er ist auch relativ gut verschillt. Er ist gut. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Ach, auch Dima würde 1, 2 Tage ganz gut tun, wenn du mal von Pen und Paper weg bist, mal ein bisschen spielst und mal auf andere Gedanken kommst. Aber hier, das ist ja derzeitig mein Hauptteam, die 4. Vorher hatte ich noch statt Kokumi hatte ich auch noch Albedo drin. Für doppelt Geo, damit ich halt mehr Geo-Damage habe, wegen Geo-Daddy. Ja, laber nicht. Dann habe ich noch meinen Zhao, den ich mir hochgezogen hatte, weil Zhao ist auch super strong. Ja, dann mein Venti, dann hatte ich auch noch sie zwischenzeitlich drin, statt Albedo, damit, sie auch mit ihren Skills mehr Damage macht. Mein Kasua muss ich mir noch hochziehen. Den muss ich mir unbedingt hochziehen noch. Weil der gehört in meine Riege Must-Have-Character mit rein. Aber dafür muss ich noch ein bisschen farmen. Dann brauche ich noch Marionettenkerne, brauche ich noch ein paar Vayuda-Türkis-Bruchstücke. Ja, ich muss noch ein paar Charakter hochziehen. Muss ich eigentlich auch bei Zeit mal angehen. Gerade mal Kazuas Legenden-Quest gemacht. Hatte die ja schon eine Weile offen. Nettes Schwert. Tatsächlich muss ich halt auch sagen, Kazua zählt zu einem meiner Lieblingscharakter. Oh, ich bin zu weit gejumpt. Ja, hoch komme ich nicht mehr. Komm ich hier ran? Nee. Vor allem die ganzen Sequenzen rund um Kazua. Die mag ich sehr gerne. Vor allem, wenn man feststellt, was Kazua kann. Durch die ganzen Sequenzen in Inazuma und so. Ist halt schon, finde ich persönlich, ziemlich interessant. Und zu Kazua wird auch bestimmt noch, er kann den Wind lauten. Klee hätte ich auch gerne. Dillac habe ich derzeitig auf C2. Das heißt, ich habe mich schon 3-mal gepullt. Das war immer mein Pech. Er war tatsächlich 3-mal mein Pech-Charakter. Also wie gesagt, den Windlauschen ja, aber Trey, du weißt, was ich meine mit ihm, Er ist halt schon eigentlich ein fucking interessanter Charakter. Excuse me, did you happen to see where the missing scholars went? You mean the village keepers? Oh, let me think. When I was eating dinner the other day, I saw one of them by the side of the road, muttering away and eating mushrooms and tree roots. They shouldn't go around eating that kind of stuff.
Ich habe ihn auf C1, du hattest einmal mehr Pech. Ja, vor allem, ich habe ihn jedes Mal bei dem Banner gezogen. Wirklich, wo ich einen anderen Charakter haben wollte. Also nicht dem Standard-Normal-Banner, sondern dem New Character-Banner oder dies durchgeswitcht halt, ne? Ich hatte ihn nie einmal beim Standard-Banner. Nie. Ich krieg ihn immer nur bei dem Banner, wo ich ihn nicht haben will. Richtig schlimm. Ich hab den Dilek-Fluch. Gefolgt von Barbara-Fluch. Okay. Did you notice anything else? Ja, wahrscheinlich, bis auf den Traveler, wird wahrscheinlich auch Dilek mein erster 5-Star werden, den ich auf C6 bekomme. Obwohl, auf C6 ist er sogar echt gut. By the way, was ist mit Deluxe Kostüm? Warum ist das nochmal teurer als die anderen? Müsste ich gleich mal kurz in den Shop nochmal reingucken. Anything else? No, I think that's all I have to tell you. Sorry. Boah, das kann ich dir gar nicht sagen, Mina, aber ich glaube über 50 Gigabyte. Lass mich noch mal kurz in Le Shop. Ich glaube, er ist gerade nur am teuersten, weil das der neueste ist. Oder beziehungsweise, weil es... Warte mal. Ah ja, nee. Er ist so teuer, weil auch aussehenstechnisch was bei ihm geändert wurde. Deswegen ist er so teuer. Und ich glaube, er hatte auch vom normalen Verhalten teils andere Animationen, wenn ich mich nicht irre. Wegen den Haaren? Ja. Ich muss ja sagen, ich finde das Outfit schon echt cool, weil die anderen sind ja immer nur so farblich hauptsächlich geändert. Und, ja. Er ist halt komplett anderes Kostümdesign. Die anderen sind hauptsächlich nur farblich. Catering sieht auch nice aus, ja. Das wäre halt auch eins, was ich mir holen will. Das ist eine Farbänderung mit ein bisschen Musteränderung bei ihr drin. Aber ich finde das voll schön, weil das erinnert so an einen Schmetterling, so Nachtfalter. Finde ich so ein bisschen. Finde ich halt auch voll schön. Aber ich muss auch sagen, ich finde auch ihr Kostüm schön, was man umsonst bekommen hat. Naja. Bei ihr, brauchen wir nicht. Da ist natürlich ein bisschen Kopf anders, Schleife. Okay, sie hat auch ein anderes Kostüm, aber es war kostenlos. Ja, Jean hat prinzipiell sogar noch eins. Achso, nee, weil ich sie nicht habe, ist das ihr Standard. Das ist die ritterliche Hingabe. Sie hat halt auch ein bisschen anderes Kostüm, deswegen... Hier steht da tatsächlich ganz recht, warum das so krass anders ist. Also warum das so viel krass teurer ist. Ich kann es ja nicht mit dem PC vergleichen, aber Genshin ist auf der PS4 61,04 GB groß. Ja, dann haben wir ja auch noch Fische, ne? Da hat sie ihre Mitternachtskrone endlich. Ein Immernachtstraum. Ich verstehe halt echt nicht, warum das so viel teurer ist. Einfach nur, weil es krass überholt ist, weil er noch andere Haare hat. Warte mal, steht vielleicht bei Kaufen irgendwas? Eines der Kleidungsstücke, die Dilek auf seinen Geheimmissionen zu tragen pflegt, wie eine im Dunkeln tanzende Flamme. Das letzte bisschen Blutrot, das Feinde zu Gesicht bekommen und vor dem sie bis an ihr Lebensende unauslöschbare Albträume bekommen. Okay, da steht jetzt nichts von irgendwie SFX oder sonst was. Können wir nachgucken. Ja. Ja. Müsstest dir die beiden kaufen. Also 30 plus
Dann bist du knapp, du bist ein bisschen drüber mit 400. Oder du kaufst dir das oder zweimal das. Ja, es ist halt nicht günstig, ne? Ist halt teuer. Deswegen bin ich da auch komplett weg davon, dass ich mir diese Kostüme kaufe. Auch wenn ich sie cool finde. Oder auch gerne hätte bei Deluxe zum Beispiel. Oder bei den anderen. Weil auch so ein normales Kostüm musste auch... warte, wie war das jetzt nochmal? Damit wir nachgucken können und vergleichen können. 1680, 1680. Ne? Wenn du den doppelten Bonus hast, kannst du es dir holen. Für 15 Euro. Sonst reicht nicht mal 15 Euro, sondern du musst das dir für 30 holen. Deswegen, die Kostüme finde ich übelst überteuert. Dafür, dass nichts extra ist an Animation oder so, sondern einfach nur äußerlich, muss ich sagen, ist es mir auf keinen Fall wert. Auf keinen Fall. Hätte ich genug Geld und würde Geld scheißen, vielleicht was anderes, aber... So auf keinen Fall. Also mit Geld scheißen meine ich, ne, dass Geld für mich keine Rolle spielt. Das wäre dann noch was anderes, aber so, auf keinen Fall. Dafür sind die halt viel zu teuer und ich würde halt auch jedem davon abraten, da wirklich sich ein Kostüm zu kaufen. Ich würde normal auch jedem abraten, weil es ist und bleibt ein Gambling-System. Ich würde da auch jedem abraten, halt wirklich, ne, sich da selbst Puls zu kaufen, sondern einfach versuchen, mit dem zu spielen, was ihr könnt. Das könnte man ja quasi schon mit Overwatch vergleichen mit den Skins. Ja, Overwatch hat da für mich halt auch komplett mich verloren, was das angeht. Skins in Overwatch sind für mich jetzt einfach nur noch, ja, etwas, was ich mir auf jeden Fall nicht holen werde. Den Battle Pass vielleicht, weil das sind 10 Euro, wo du dir so viel freischalten kannst, okay, und da sind auch Skins drin. In so einem Battle Pass. Das ist so eine Sache, wo ich sage, okay. Musste halt aber auch dementsprechend viel spielen halt, ne, damit es sich lohnt. Aber so per se würde ich mir absolut in Spielen keine Skins mehr kaufen. Weil alles kostet jetzt an Skins irgendwie so gefühlt in voll vielen Spielen 30, 40 Euro. Und das gebe ich nicht für einen verdammten Skin aus. The scholars that have gone missing. Have you seen them? Those eyes. Those fierce eyes. You look like a real fighter. Don't change the subject. Right. You were asking about the the mad scholars. I think it's been a few days since I last saw them. I usually go to bed pretty early, so I'm not too familiar with what goes on at night. Ja, die Lootboxen wurden ja rausgenommen bei Overwatch aufgrund des Gamblings. Und dadurch wurden halt die Skins teurer. Weil ich glaube, Niederlande hatte ja zum Beispiel schon in Overwatch 1 nach einer gewissen Zeit die Lootboxen verboten. Weil es ist und bleibt Glücksspiel. Das ist das gleiche wie bei Genshin. Wenn du dir die auf normalem Wege freischalten kannst, eine Sache. Aber wenn du halt nur Sachen kaufen kannst, ne, ja, bin ich kein Freund von. Aber bei Overwatch 1 konntest du halt auch ohne Geld dir die Lootboxen freischalten, das fand ich noch okay. Aber sowas verleitet halt dennoch, muss ich halt dazu sagen, immer doch noch nachzukaufen. Einerseits finde ich es nicht verkehrt, dass dementsprechend halt die Sachen rausgenommen wurden. Andererseits sind dann so Preise wie, ja, Mina, man kann aber nicht auf andere projizieren, das meine ich halt damit. Nur weil man selber zum Beispiel nicht kauft, ne, so als Beispiel, machen es trotzdem viele, die in die Richtung halt gehen, ne? Und da muss man halt immer vorsichtig sein, weil Gambling ist auch eine Sache, wo ich bei Genshin sage, ey, wenn möglich, gib dafür keinen Cent aus. Ein Gambling.
Holt euch einen Skin, okay, ist zwar auch arschteuer, aber ist besser als Gambling. Kommt nicht in Versuchung. Wenn, dann spielt mit normalen frei oder lasst es sein. Ja. Deswegen zum Beispiel, beste Beispiel ist FIFA. Ich sehe so fucking vieles FIFA-Streams, die einfach nur ums Spielerziehen handeln. Das Spiel wird da nicht mal mehr gespielt. Ich sehe einfach nur noch, wie die Leute Spieler ziehen wollen. Und dann da so viel Geld reinstecken. Und dann kommt das neue Spiel raus, dann ist das alte schon wieder null und nichtig. Das hat dann einfach gar keinen Wert mehr. Weil dann alle nur noch das neue spielen. Und so zieht sich halt FIFA durch die Lande. Ne? Das finde ich halt auch, wo ich sage, Alter, euer Ernst? But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. Do you also think Grandpa and the others are good people? Grandpa? Oh, hello there. It's little Isak. You mean that nice man who looks like your grandpa's long-lost twin, right? He was actually the one who protected my house. I saw it with my own eyes. He happened to be staying near my house that day and was doing something with his hands on the ground. It still feels pretty surreal now that I think back on it. Did someone teach them how to do that? Well, whatever the case, I'll always be thankful to him and whoever taught him to look out for others. I'm pretty sure that if I ever went mad, I wouldn't be able to do anything like that. Nee, selbst die waren eigentlich nicht in der Lage. Gotcha. Thank you. Bescheuert. Ja, die Firmen wollen halt nur unser Bestes. Unser schönes Geld. Und deswegen sage ich zum Beispiel auch, für mich ist es auch noch okay, dass ich Genshin spiele. Weil bei mir ist ja Character-Pullen, sage ich eher mal so, Nebensache. Eher so das nicht erwähnenswerte. Weil ich pull halt sehr wenig und stecke da auch halt kein Geld rein. Deswegen sage ich für mich noch, ist okay, kann ich spielen. Ich spiele es nämlich halt gerne. Ich mag das Spiel an sich auch sehr gerne. Aber wenn es sich halt rein nur weg ums Gambling handelt und Charakter ziehen und so, dann würde ich halt für mich persönlich auch sagen, ey, dann wäre das auch nichts für mich für den Stream. Abgesehen davon ist auch FIFA oder so nichts für mich für den Stream. Weil interessiert mich persönlich nicht. Ich bin jetzt kein großer FIFA-Spieler oder sonst was oder Fußballspieler in Sportarten und so. Ups, falsche Taste. More speed. Dann gehen wir mal hier runter. Nee, deswegen, ich halte halt absolut nichts vom Gambling halt. Sei es in Spielen mit Lootboxen, sei es sonst was eigentlich, ne? Aber solange du dir Sachen for free noch erspielen kannst, geht immer noch, weil du dir vieles for free holen kannst. Und da sehe ich zum Beispiel auch bei Genshin für mich persönlich nicht so das Problem. Weil du kannst, wenn du willst, gut am Primo kommen. Du bekommst Sachen zu den Events immer geschenkt, sei es Update von Versionen, Wiederkehrerbonus und so weiter und so fort. Und durch so viele Quests bekommst du halt auch genug Primus zusammen. Deswegen, da sag ich, mag vielleicht ein bisschen heuchlerisch sein tatsächlich, aber ja, ich sag mal so, ich würde es halt nur für mich persönlich scheiße finden, wenn ich damit jemanden anstecken würde, der dadurch vielleicht in eine Sucht fällt. Deswegen pulle ich auch erst recht eher selten hier on Stream. Ich habe auch meiner Twitch-Liste, der pullt bei fast seinen Charakteren auf C6, ist immer ein Spektakel. Soll er machen, ich mach's nicht. Nee, deswegen sage ich auch ganz explizit, ich mach's selber auch nicht und kann auch nur sagen, ey, investiert lieber euer Geld in was Vernünftigeres. Kauft euch lieber was Besseres davon, ne? Habt ihr vor allem mehr von, als es jetzt zu vergambeln.
So, die C geht das. Wird uns so anstecken? Ich habe vorher gefragt, ob ihr es sehen wollt. Ihr habt ja gesagt, also okay. Außerdem hast du das bei mir auch schon gemacht. Aha. Nein. Kannst aber auch beeinflussen, wenn man mit Leuten im Talk ist. Nein, also no joke, wenn man es wirklich darauf beziehen wäre, wäre das auch nicht okay. Muss ich ja so sagen. Aber sind wir mal ehrlich, wie oft kann ich einen Pull machen, wenn ich Free-to-Play-Spieler bin? Ich muss aber sagen, ich hatte schon mal Geld ausgegeben in Genshin, ja. Nicht viel, aber ich hatte schon mal. Ich glaube, das war damals für Doppelbonus, weil irgendwann resettet sich ja dieser Doppelbonus mal. Da hatte ich mir mal einen 10er-Pull geholt und da hatte ich dann Gott sei Dank auch Glück gehabt. Weil sonst hätte ich nämlich nicht schlau gehabt. Aber ich war bei einem 80er-Pitti. Da hab ich mir gedacht, komm, scheiß jetzt drauf, ich will meinen Schlau. Muss ich ja sagen, ich habe ja schon mal, ne? So ist es ja nicht. Aber sonst bin ich reinweg eigentlich Free-to-Play-Spieler in fast jedem Spiel. Außer ich sag mir so, in manchen Sachen ist das Unterstützen schon nicht allzu verkehrt, vor allem bei Free-to-Play-Games, ne? Die müssen ja auch irgendwie Kohle reinkriegen. Natürlich gibt es dann immer diese Shops halt, ne? Nur bin ich halt, wie gesagt, kein Freund von, ey, ich investiere jetzt 500 € im Monat für Gambling in Genshin. Nee. Würde ich tatsächlich auch niemals on-stream machen. So, dass ich mir sage, ich kaufe mir jetzt on-stream Primos und vergamble die oder so, das... Nee. Würde ich gar nicht mit mir vereinbaren können, tatsächlich. Wenn ich genug habe, mache ich das gerne on-stream, aber dann habe ich das halt auch mir erspielt in dem Sinne. Und nicht, keine Ahnung, ich hole mir jetzt 1000 Puls, weil ich das Geld habe. Nee, das macht einen falschen Eindruck. Ist halt nicht mein Stil. Wer es machen will, soll es machen. Aber ist nicht meins. Deswegen, ich gehe ja eigentlich sogar, ich bin ja eher gegen dieses Gambling. Deswegen einerseits schön, dass auch in Overwatch die Dinger raus sind, andererseits denke ich mir dann jetzt halt auch so, scheiße, das, was du dir for free erspielen konntest, ist jetzt raus. Ja, was Free Primus angeht, ich bin auch nicht in Sumeru und habe nur die Mine und Enkanomia nachgeholt. Plus Sidequests und habe jetzt 5723 Primus und 12 Kugeln. Also ja, man bekommt das schon gut, ja. Deswegen, Genshin ist für mich deswegen auch okay, deswegen sage ich das auch so. Weil du Free-to-Play hier spielen kannst. Das geht hier tatsächlich ganz okay. Und übrigens, hier, die Mine muss ich auch noch weitermachen, da würde ich auch noch gut Primus bekommen. Aber ich bin damals durchgerusht, damit wir hier in Sumeru was machen können. Da muss ich auch noch mal rein. Oh, well, if it isn't Isak. Oh, your grandpa, huh? It's been a while. The last time I saw him, he was spacing out by the road as usual. I went and asked him if he'd like any of the food I had prepared, despite my wife's protests. Like many people, she's really quite terrified of them. Vorhin noch auf 100% bekommen. Nice. Also wenn ich Glück habe, bin ich da vielleicht bei 30. Ich muss aber auch sagen, tatsächlich an einer Stelle habe ich mich einfach nur urdumm in der Mine angestellt, ne? An einer Stelle habe ich mich urdumm angestellt, weil ich den Weg nicht gefunden habe. Weil ich hatte tatsächlich vergessen, dass ich eine Nebenquest machen muss, damit der Weg dort frei wird, damit der Charakter auch da hinten ist.
Da habe ich mich bei der einen Stelle so dumm angestellt und gedacht, wie zum Fix soll ich da runterkommen, wenn der Charakter immer wieder umkehrt? Da habe ich mir so gedacht, oh nee, gehst nochmal zum Lager zurück, guckst dort und ja, war noch eine Nebenquest. And speaking of my wife, she's still always complaining about how I don't make enough Mora. Might explain why she's always mad at me. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Kann sein, dass es die Pilze gewesen sind. Auf jeden Fall warst du dann halt am Anfang der Mine, aber konntest nicht runter, weil die ganze Zeit gesagt wird, ey, yo, da ist noch irgendwas. Kann sein, dass das die Pilze waren. Ich bin mir halt nicht mehr ganz sicher. Oh, thank you. Thank you for taking care of him. Also keine Pilze, das kommt dann erst später. Ah, ja. Warte mal, jetzt muss ich gerade überlegen. Stimmt, die Pilze kamen später, ja. Nee, das war relativ am Anfang. Das war relativ am Anfang der Mine. Da hatte ich vergessen, halt eine Nebenquest mitzunehmen, die man noch machen musste. Aber wenn du halt von vornherein alles mitnimmst, ist es eine Sache. Nur ich wollte halt schleunigst in die Mine rein und hab das vergessen. Das war halt die einzige Nebenquest zu dem Zeitpunkt, die mir gefehlt hatte. It was nothing. You're looking for him, right? Did he go for a walk and get lost? Aber jetzt, keine Ahnung, wie viel mir fehlt. Ich kann ja gleich mal gucken. Yeah. Also ich glaube, wenn ich Glück habe, bin ich bei 30%. That's no good. Well, once you found him, come by my place again and I'll cook a little something for the both of you. Prinzipiell habe ich auch noch in Enkanomiya Sachen offen. Da würde ich halt auch noch ein paar Primus bekommen. Weil mir fehlen noch so ein paar Runen-Sachen. Achso, du meinst den Typen, der direkt 5 Meter neben dir steht, wo du die Hauptquest annimmst? Ich glaube, das war das. Aber du musstest halt nochmal mit dem reden. Du konntest schon unten in die Mine rein, solltest du sogar. Und dann wurde aber gesagt, ey, du musst nochmal zurück. I've known you since you were very young. So as far as I'm concerned, you're family. Please feel free to come by anytime. Und den Typen hatte ich halt total missachtet. Das war ein Teil der Hauptquest. Enkanomiya habe ich auch noch, nicht auf 100%, habe auch noch Runen, die ich noch nicht eingesetzt habe. Ja, vor allem gibt es da halt so viel. Also Enkanomiya sieht halt erst so aus, so nach dem Motto, okay, ist zwar groß, aber überschaulich, aber tatsächlich durch die ganzen Runen und so, die du machen kannst. Holy shit. Und dann gibt es auch da mal so eine kleine Höhle, wo du rein kannst, dann gibt es da wieder was. Aus übersichtlich wurde ganz, ganz schnell unübersichtlich. Also so ging es mir zumindest in Enkanomiya. Wow, what a nice guy. Okay, thank you, sir. Zaino, was ist los? Don't say anything for now. Aha. Isak, stay here. Also werden wir beobachtet. Let's head over there. Stay quiet as you move. Ich kann ja gleich mal auf der Mappe gucken. König Dashret und die 3 Heiligen. Die große Kluft habe ich 46%. Genau, große Kluft, unterirdische Minen. Oh, doch, 68%. Ich dachte, da habe ich weniger. Ich dachte, da habe ich echt weniger. Und das Ding ist hier eigentlich auch so übelst verzweigt, ne? Auch es geht, fand nur die Story in Enkanomiya sehr unübersichtlich, beziehungsweise sehr verwirrend. Ja. Das kommt noch hinzu. Apropos, da kann ich gleich mal gucken, wie viel habe ich in Enkanomiya. Da dürfte ich aber nicht viel haben. 61, ja.
Vor allem mit dem ganzen Hin- und Herkommen erstmal, dass du exakt weißt, wo du hin musst. Und dann die Story dazu, ja. Die beiden Drachen fand ich noch voll okay. Die fand ich nicht schlimm, aber du hast volles Herz, ja. Ich habe das gestern zuletzt verbraucht aber ich habe schon wieder voll. Für Vogel. Ja, für Vogel. Gefiederte Pilzbestie. Weil ich brauche die Dinger. Eigentlich gerade die. Da bin ich gerade immer am Farmen. Und exakt farme ich nämlich den ab, weil ich auch die Dinger brauche für Tinari. Da war ich noch nicht. Ich klatsche gerade die Echsen. Oh, die Echsen, ja. Das Ding ist, ich habe keine Shenhe, also sind für mich die Echsen nicht ganz so wichtig. Ich habe keinen Charakter, wo es mir was bringen würde. Ne? Deswegen eher so semi für mich. Hätte ich Shenhe bekommen, wären die wichtig für mich gewesen. Aber ich muss tatsächlich auch noch diese Apparate farmen in Inazuma, weil ich habe ja Kasur. Listen, see if you can make out what they're saying. Have you heard? The mighty King Deshret, the sovereign of our faith, will soon return to this world. Bald ist sie auf 90, dann die Talente und das Schlimmste, die Artefakte kommen zum Schluss. Ey, wenn du Bock hast, Artefakte können wir wieder gern zusammenfahren, wenn du Bock hast. Dann würde ich mir wieder, sag schon hier, die Sachen machen an Alchemietisch. Können wir wieder vorfahren. Yes, of course I have. King Deshret is the one and only true ruler of this land. I've never believed in any other gods. Still, you say he's coming back, but it sure doesn't feel like life's about to change around here anytime Weiß noch nicht, welches Set. Muss mich da noch informieren? What's your proof? Da kann ich gerne mal für dich gucken, wenn du willst. Aber du guckst ja selber immer schon nach. Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of King Deshret's civilization in ancient times. We don't quite know why, but it seems like there's some sort of connection between insanity and King Deshret. Isn't it a sign of King Deshret's power that all the mad scholars have disappeared? If you ask me, they must have been chosen as the final sacrifice for King Deshret's resurrection. Oh Mina, wenn es bei dir so weit ist, dass du auch mal wieder Genshin spielst oder so, dann sag gerne Bescheid. Ich helfe dir gerne. Ich schaue später schon. Erstmal gehe ich jetzt in die Küche ab Kohldampfen. Mach das. Ich werde es nämlich auch gleich nach dem Stream machen. Das erste, was ich mache, ist, gehe in die Küche und mache mir erstmal Brote. Deswegen, heute werde ich ja nur bis 20 Uhr machen, weil ich habe Kohldampf ohne Ende. Huh. Now that you say it, that does make some sense. Does this mean our lives are finally going to take a turn for the better? Komm gerade aus der Küche. Nice. Was gibt's bei dir Feines zu essen? Und Trey, wenn du noch da bist, was gibt's bei dir Feines? Was Schiven sagt. Ich kann auch helfen, wenn du wieder im Spiel bist. Sag mir Bescheid. Genau. Einfach was sagen. Einfach mal einen Genshin-Channel zum Beispiel schreiben oder per PN. Ne, weißt ja. Einfach was sagen und dann helfen wir dir beim Farmen, damit du es besser hast auch zum Hochleveln deiner Artefakte, damit deine Charakter stärker werden, alles mögliche. Sag einfach Bescheid. Restlichen Maultaschen von gestern. Oh, Neid. Richtig schöne Sonntagsmaultaschen oder was für welche? Weil wenn du schon sagst, dann will ich auch die Füllung wissen. Wenn ich schon neidisch bin, dann will ich im Zweifel richtig neidisch werden. Ich glaube, ich habe auch noch Maultaschen, aber die sind halt für mittags da eigentlich. Instant Bratnudeln? Nur ist doch auch nicht schlecht. Weiß gar nicht, was gab es heute nochmal bei uns? Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich habe da so ein Gedächtnis wie ein Sieb.
Ach stimmt, bei uns war heute einfach nur Ravioli überbacken. Dazu gab es halt noch Quarkspeise als Nachtisch. Als die nicht schmeckt, hat meine Mutter nämlich mehr gemacht an Quarkspeise. Exactly. Those city folks will get what's coming to them. Now, repeat everything you've just said from the very beginning. Huh? Wird sie... Ih! Who are you? Where did you come from? Sonntagsmaultaschen sagt mir gerade gar nichts. Bei mir heißen die nur Maultaschen, sind halt die etwas größeren, also nicht die Suppenmaultaschen. Ah, okay. Sonntagsmaultaschen sind auch größere Maultaschen. Sonntagsmaultaschen haben, glaube ich, noch den also Sonntagsmaultaschen haben, glaube ich, Rind drin und sind größer. So Handflächengröße. Warte. Boah, dein Ernst, Twitch? Ich bekomme übrigens gerade eine E-Mail, ne? Twitch will mich gerade mobben. Ich bekomme eine E-Mail von Twitch. Wie wenn? God of War Ragnarök ist live. Ich hasse dich, Twitch. Ich hasse dich abgrundtief gerade dafür. Ihr seid so die... Ja, logisch, Mina, wir wollen dir helfen. Logisch. Warte mal, ich habe hier gerade mein Handy hier, ne? Ja, man sollte auch nur schreiben können, wenn man nicht so fette Finger hätte. Weil ich hole die mir zum Beispiel immer von Bofrost, die Maultaschen. Das sind dann Sonntagsmaultaschen. Kann sein, dass auch Bofrost die einfach nur so nennt, keine Ahnung. Kann natürlich auch sein. Ich glaube sogar eher, dass es so ist. Weil die vom Bofrost schmecken mir tatsächlich echt gut, die Maultaschen. Die ich habe, sind mit Schwein und halt Spinat. Warte, ich kann kurz sagen, was die sind, die ich hier habe. Oder die ich... Ja doch, die habe ich ja noch in dem Sinne. Große, klassisch gerollte Maultaschen aus feinem Nudelteig gefüllt mit Schweine- und Rindfleisch sowie grob gehacktem Spinat. Also bei mir ist einfach nur noch Rindfleisch mit drin. Zusätzlich. Schwein und Rind. Ich hole mir die von Edeka. Die großen, die ich habe, sind von der Firma Bürger. Ah, gut zu wissen. Gucke, halte ich mal Ausschau. Und die sagst du, schmecken auch gut. Ich gucke mal. Weil es gab mal auch welche im Edeka, die haben mir halt absolut nicht geschmeckt. Die haben übelst fad geschmeckt. Ich weiß aber nicht, von welcher Firma die waren. Aber vielleicht kennst du die ja auch sogar. Jo. Ja, hier, genau. Ja. Gerollte Maultaschen mit einer Füllung, ja, bla bla. Aber es sind die halt noch mit drin, zusätzlich drin. Und die schmecken halt übelst gut. Deswegen die vom Bofrost hole ich mir sehr gerne. Die schmecken nach Meer. My patience is running thin. You heard what I asked. Oh, wie cool. Ich will den haben. Der war aber schon. Oh. Yeah, bro, this guy's something else. Bro. Just look at his eyes. One wrong move and he's gonna flay us alive. Let's not get on his bad side, okay? I am no match for this guy. Aber ich halt mal Ausschau. Okay, good sir. What is it you would like to know? Tell me about King Deshret's resurrection. Well, I only know a few things from hearsay. I went for a drink the other day and heard others talking about a rumor that the madman will disappear and that King Deshret will return to this land. I'm not making this up, I swear! Hey, go on. Keep talking. It's true. It's all true, sir. We desert folk have had more than enough of those people at the Academia.
They keep sending us all their mad scholars and won't let us have a good life. Ja, ich mache zum Beispiel meine immer in Gemüsebrühe. Brate die gar nicht so richtig an, die werden in Gemüsebrühe gekocht. Oder je nachdem, nicht nur Gemüsebrühe, obwohl, na, Gemüsebrühe hatte ich eigentlich nur genommen, wenn ich keine Rinderbouillon mehr hatte. Normalerweise mache ich die mal in Rinderbouillon. Damit die noch so ein bisschen extra was haben. Weil das Problem ist immer, wenn ich die anbrenne, kann es für mich, ist halt in dem Sinne halt meins, ne, weil für mich kann das dann schnell mal zu hart werden. Und da ist es halt für mich etwas blöd. Would you want to live like this if you were in our place? The radicals were even more thrilled than me when they heard the news. We're all praying for King Deshret's speedy return. Delavar also said that once King Deshret returns to our side, it's only a matter of time before we conquer the land on the other side of the wall. They're all willing to serve under King Deshret and fight for a share of the glory. Is that so? Seems like he still wants to know more. Keep talking. Sprech weiter. Got it. At first, I told myself it was just the drink talking, but then all the mad scholars vanished without a trace, just as the rumor said. Ja, das ist die Standardzubereitung. Aber ich mag das ganz gerne in der Pfanne mit Eiern plus Pilze und oder Zwiebel. Oh, interessant, ja. Stelle ich mir tatsächlich auch recht geil vor. Ich bin ja so oder so großer Maultaschen-Fan, abgesehen davon. Aber das könnte ich mir höchstens noch zusätzlich dazu machen. Ich würde dann für mich halt, also ne, ich kann ja da immer nur so von mir reden. Würde ich mir die tatsächlich zwar nicht in die Pfanne mehr packen, aber gut abtropfen lassen. Und die dann trotzdem zusätzlich mit Ei oder Rührei tatsächlich, würde auch gut gehen. Ja, mal so eine Überlegung, die ich für mich mal beiseite packe. Please don't beat me up just for mentioning these rumors. If I'm guilty, then everyone else around here is also guilty. I'm just saying what the others said. The people here really like King Deshret, but dislike the Dendro Archon. Ja, eher die Akademie als den Dendro Archon, ja. Where is this radical person you talked about? I haven't run into him over the past few days, so he probably hasn't been around the village. What about you, man? Have you seen him at all? No, not at all. We wouldn't dare lie to you. He's really not here right now. Sounds like you're not too close with the radicals. No, of course not. All we know are their names. I have many ways to stop you from talking. And many others to stop you from sending warning messages. Alter, Seino, ich mag ihn. So you'd best just stay home and hope I don't hear of you trying to contact anybody. Don't do anything until I've gotten to the bottom of this. Try something foolish, and even Candace won't be able to protect you. Alter. Yes, got it. We'll do just as you say. Ui. That scared Paimon half to death. Sino is pretty terrifying. Gut, dass ich nicht zu deinen Feinden gehöre. He didn't try to reassure us at all. It's like he's used to hearing that. Oh, Paimon bets lots of people have told him that before. Ja, dann darfst du nicht weiter provozieren. I heard that. Sorry. Entschuldigung. It's part of being a Matra. The rumor we heard just now seems like a strong lead. But we need to check a few more places. Ja, gehen wir zuerst zu den Häusern der Gelehrten. Very well. Weil bei uns gibt es noch Maultaschen, die in so einer Verpackung wie Frikadellen sind und das Mini-Maultaschen, die schmecken fade. Nur 4 pro Packung habe ich bei uns noch nie gesehen.
Ja, diese 6 pro Packung kenne ich tatsächlich auch. Die waren so eingeschweißt, da konntest du auf der Rückseite halt die halt alle sehen. Aber also zumindest bei mir fand ich die halt echt nicht geil. Die waren, nee. I'm here. Where's your grandpa's house? Well, I can take you there. Just follow me. Ja, 4 pro Packung habe ich bei uns noch nicht drauf geachtet. Das ist halt so eine Mahlzeit halt, ne? 4 pro Packung. So, dann folgen wir mal Isaac. Obwohl, folgen wir Isaac? Ja, wir folgen ihm noch. Zum Haus zumindest. Und dann mache ich aber auch gleich Feierabend. Weil ich habe übelst einen Kohldampf. He likes to be alone. Sometimes he stares at the sky in a daze, and other times he just pokes at the ground with his fingers. Every now and then, he yells out at the top of his lungs, so a lot of people are really scared of him. But he's a good person, really. I know he is. I swear, he's just like my real grandpa. Ich muss halt echt mal Ausschau halten. Kann natürlich sein, dass ich die einfach nur auch noch nie gesehen habe bei uns. This is where Grandpa usually stays. There sure isn't much here. Und in der Packung vom Bofrost sind halt um einiges mehr drin. Ich weiß halt nur nicht mehr wie viel. Aber es sind auf jeden Fall auch... Weiß gar nicht, warte mal. Ich müsste jetzt... Ich habe ja mein Handy beiseite. Ich kann aber hier schon mal weiterklicken. Suno, riechst du auch Weihrauch? No. Seino? Ich mache mir meist immer nur 2 oder 3 aus der Packung mit Eiern plus anderen Sachen zusammen. Reicht das für eine gute Mahlzeit? Glaube ich. Ich mache mir meistens über den Tag verteilt 6, aber ich habe ja auch, sag schon, nichts anderes dazu, ne? Das heißt nur die Maultaschen, weil die werden nur bei mir gekocht. Weil, wie vorher schon gesagt, ne? Und wenn du halt aber noch was anderes dazu hast und Ei sättigt halt auch richtig gut, darf man nicht vergessen, da reichen dann auch 2 oder 3 für eine Mahlzeit aus. Das ist halt dann wirklich schon eine gute Mahlzeit, wenn du dann noch Pilze, Ei dazu hast. Das ist halt echt gut. Incense? Please don't say it's the same one as before. But are you okay? Are you getting dizzy or need to lie down? Ich guck mal ganz kurz, wie viel da drin ist. Moment. Sind circa 12 Stück drin. Oder auch dementsprechend ist 1 Kilo. Für 9,95. Ja, ist teuer, deswegen hole ich mir die auch nicht oft. There's a scent that you can sense, but I can't. A certain traveler here Aber wenn es schmeckt, ne? from that smell. Thankfully, Tainari saved the day. And then he gave us a long lecture to explain all about how it worked. Aber ich sag mir halt auch so, das sind 12 Stück, das sind auf jeden Fall 2 Mahlzeiten, dafür 10 €. Gar kein Problem. So, you know Tainari. Huh? You know him too? Are you two friends? Yes. Die hole ich mir, glaube ich, ungefähr alle 2 Monate mal oder alle 3. Now that I concentrate, I can also make out the scent of incense. Wait, surely Tainari didn't lecture you too. No, no need. Ja, der Geruch behagt mir nicht. Did you first encounter this scent at Tainari's house? Im Wald, in dem eine Gelehrte ihre Ausbildung machte. In the forest. From a scholar. Ja, suchen wir nach weiteren Hinweisen. Elementarblick regelt immer. So, aber hier werde ich jetzt so langsam Feierabend machen. Denn wie gesagt, ich habe Hunger, will gleich was kochen.
Naja, nicht kochen. Vielmehr Brote machen. So, damit ich wenigstens noch was zu spachteln heute habe. Ich kenne mich, sonst vergesse ich es wieder. Da kann ich drauf verzichten. Ich kenne mich halt ab einer gewissen Uhrzeit, vergesse ich sonst wieder. So, deswegen mal gucken. Vielleicht spielen wir morgen auch nochmal Genshin, dann machen wir da die Story weiter. Oder ich gucke mal, was wir sonst noch haben. Sonst würde ich mal für die paar Tage mal so sagen, ich hätte jetzt auch noch Satisfactory. Ich hätte, dass wir auch nochmal in V-Rising reingucken. Irgendwas Kurzes halt so, wo man auch sagen könnte, ey, ist nicht schlimm, wenn man da mal jetzt drin aufhört. Ne? Weil das ist jetzt nur noch 9 Tage bis zu Pokémon. Wovon auf jeden Fall schon ein paar Tage wegfallen. Weil ich weiß nicht, ob ich diesen Sonntag da bin. Ich weiß nicht, Montag bin ich halt dann eh nicht da. Und kann auch noch passieren, dass ich Dienstag oder Mittwoch nächste Woche mal nicht da bin. Und Freitag ist dann Pokémon da. Ne? Man weiß ja nie. So, aber ich werde mich jetzt auf jeden Fall erstmal raushauen für heute. Mal gucken, was wir morgen machen. Vielleicht spielen wir weiter Genshin. Who knows? Und wenn irgendwer Hilfe braucht, generell an jeden, sag gerne Bescheid, ich helfe gerne in Genshin aus. Ne? Scheiße beweit und so. Also, ich wünsche euch ja noch einen wunderschönen restlichen Abend. Und wir sehen uns morgen wieder. Bye bye. Tschüss.